Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pixel Buddies Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr dabei seid. Heute mit am Start ist Tristan Hallo. und der Michi. Hi. Hallo. Ja, war wieder sehr ereignisreich die letzte Woche und haben, glaube ich, einiges zu behandeln. Das hat mich so ein bisschen, ja, von allen Ecken kam es auf mich eingeprasselt. Die großen News, die wir gleich behandeln werden um Microsoft. Ich war nicht mehr im Urlaub, aber noch so ein bisschen im Urlaubsmodus und dachte, ja, das geht gleich gut los nach meiner kleinen Entspannungsphase mit Podcast und Inhalten. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz dicker Hund. Ich weiß nicht, wo es euch erwischt hat, beziehungsweise können wir drüber reden, ob irgendein Spiel euch besonders aufgefallen ist, was gecancelt wird, aber wir werden das Thema auch, denke ich mal, im Großen und Ganzen ein bisschen abhandeln und gucken, was das so für Microsoft jetzt bedeutet und warum und wieso und mal ein bisschen Gedanken wälzen, warum das so kommen konnte. Aber bevor wir darauf reinkommen, wie geht's euch? Alles gut bei euch und seid ihr entspannt? Ja, einigermaßen doch. Oder brennt die Wut in euch über Microsoft? Hat Ja. schon ein bisschen. Ich glaube, bei Tristan mehr als bei mir. Ja, als eigentlich großer Xbox-Fan. Also auch immer noch Xbox-Fan, muss ich dazu sagen, weil die Wut ist wirklich Richtung Microsoft, nicht Xbox. Aber definitiv, ich war ja auch erst im Urlaub, komme ganz entspannt zurück nach Deutschland. 1, 2 Tage später, bam, explodiert Ja. einfach alles. Und natürlich auch für mich, der in der IT-Branche arbeitet, nicht nur auf Xbox gerichtet, sondern es hat ja auch Microsoft allgemein behandelt, auch wenn wir uns heute auf Xbox konzentrieren. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Man hat sonst immer das Sommerloch und denkt so, ja komm, da können wir ein bisschen mehr über tatsächlich die Spiele sprechen, die wir spielen. Und mit News ist dann sowieso nicht so dicke und keine Ankündigungen. Ja, und dann kommt halt Microsoft um die Ecke. Na gut, dann wollen wir es versuchen, von vorne mal ein bisschen aufzurollen. Also die große Schlagzeile war natürlich, dass Microsoft jede Menge Leute entlassen hat und Studios geschlossen hat. Es waren um die 9000 Stellen, die davon betroffen waren. Circa 4%, was Wahnsinn ist, wenn man dann sich austüftelt, wie groß Microsoft ist. Ja, waren einige Studios, unter anderem auch Studios, die einfach nur für ein Spiel gegründet wurden. Das ist schon ziemlich irre. Ja, wo fangen wir am besten an? Wollen wir anhand der Studios ein bisschen durchgehen? Ja, gerne. Also mich hat es irgendwann erwischt. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Jemand hat es im Discord gepostet und ich denke mir so, was? Was ist jetzt los? Und dann kam einfach immer mehr von diesen News und Ja. so viel, wo dann gesagt wurde, ja, jetzt wird das geschlossen, da müssen Leute gehen und hier. Und ich denke mir, das hört ja gar nicht mehr auf. So. Aber 9000 ist schon eine Hausnummer. Ja, das war auch schwer zu überblicken, weil das wirklich so staccato-mäßig kam. Das war nicht eine Pressemitteilung, in dem sie wirklich alles erklärt haben, sondern am einen Tag kam das, 2 Tage später kam die Meldung und hier auch noch und dort auch noch. Und Plus natürlich halt ging dann die ganzen Leaks von den Leuten, die da gearbeitet haben, was ja auch Ja. nochmal zwischendrin dann reingeprescht ist. Ja. Unangenehm. Also für mich waren 2 Sachen ganz schlimm, um es mal so auszudrücken, ja, weil die ganze Situation ist scheiße, auch für die Leute, die da jetzt arbeiten, das darf man auch nicht vergessen. Da stecken ja Menschenleben hinter Existenzen, die jetzt einfach gekündigt worden sind in einer sowieso schwierigen Zeit in der IT. Aber jetzt so mal als Spieler gesprochen, Project Dark und Everwild, das waren so meine Titel, die ich auf der Liste am größten hatte. Und gerade Project Dark ist halt richtig krass, weil wenn man bedenkt, Initiative wurde nur für Project Dark überhaupt gegründet. Man hat massiv Geld reingebuttert, hat Leute aus der ganzen Branche abgeworben und jetzt killt man das. Also das ist Ja, ich glaube, das war sogar noch vor, das war auch als Quadruple A quasi angekündigt und das ist ja heutzutage, also das ist jetzt auch schon 5, fast 6 Jahre her, dass das Studio dafür
gegründet und in Entwicklung geschickt wurde. Aber es ist ja heute sogar ein bisschen üblicher geworden, für so große Titel tatsächlich Studios zu gründen. Und nachdem entweder das Spiel rauskam oder im Falle eines Service-Spiels auch einfach nicht rauskam oder zurückgenommen wird, Mhm. dass die Teams dann auch einfach geschlossen werden. Aber es ist natürlich auch eine Menge Geld, die da versenkt wurde, wenn man ein so großes Spiel dann nach 5 bis 6 Jahren einfach mal streicht. Das sind ja auch verlorene Kosten quasi. Das ist auch das, was ich mich frage, weil Project Dark wurde ja auch gemunkelt wegen Development Hell und sowas. Aber ich frage mich halt, wenn man nicht gerade auf dem Stand, ich sage mal, wie Concord ist, ne? Kann ja durchaus Sinn machen, nach so vielen Jahren und so viel Geld auch nicht zu releasen. Aber da frage ich mich halt wirklich, war das auf so 'm Stand auch bei Everwild? Selbst wenn du zwischendrin 1, 2 Jahre verlierst, frage ich mich wirklich, und bei The Initiative umso mehr, weil dieses Studio hier nur dafür da war, für nichts anderes. Äh, Mhm. ob das von Microsoft auch eigentlich total bescheuert einfach nur war. Ja, man muss Ja. natürlich dazu sagen, es gibt auch diese Tax-Write-off-Kram in Amerika, wo du dann auch quasi Geld über Steuern sparen kannst, wenn du es komplett abschreibst, weil du sagst, es ist verlorene Mühe. Mhm. Aber es ist halt die Frage, ob es trotzdem so sinnvoll ist. Ja, du kannst halt die Steuern sparen, aber das Geld, was du den Leuten bezahlt hast, ist halt nun mal weg. Also, ich habe auch gelesen, dass da noch Crystal Dynamics hinzugezogen wurde, um zu unterstützen. Aber wo du auch sagtest, bei Concord, das ist halt ein Service-Game und so ein Service-Game ist halt auch immer, du hast eine Verpflichtung danach, da hängt ja noch ein Rattenschwanz dran. Du willst ein Service-Game, wir kennen das ja von diesen 10-Jahresplänen, die dann gemacht werden, und da hängt ja noch ein Rattenschwanz dran. Das heißt, da kommen ja noch weitere Kosten auf dich zu, dass du das dann nach der Veröffentlichung dann kappst und sagst, jetzt ist trotzdem Schluss, dann hast du zwar trotzdem Geld verloren, aber das sind ja Singleplayer-Spiele gewesen, und die einfach fertig zu machen, also ist natürlich die Frage, wie weit sie waren, aber 6 Jahre, oder bei Everwild sogar mehr als 6 Jahre, Ich glaube, auch das ist Project schon Dark, hart. war es nicht 2018, glaube ich, wurde das Studio gegründet. Also noch nicht so Ähm, alt, ne? Noch nicht so. also von 7 Ja, es Jahre, gibt ja. es gibt Studios, die länger da sind. Also, ja, aber ich meine, die haben ja nur daran gearbeitet, Ja, deswegen. ja, Das meine ich okay. ja. damit. Das ist natürlich Zumal ist halt Everwild, muss man auch dazu sagen, halt Rare war. Das waren ja keine, also in dem Fall waren es keine neu gegründetes Team, sondern mhm. eigentlich erfahrene Leute, die eigentlich auch wissen sollten, was sie machen. Ich hatte von Project Äh, Dark gesprochen mit den 7 ja, Jahren. ja, Dieses ja, Studio alles wurde gut. 2018 gegründet. Ist halt, Ja, die Frage, wie haben sie angefangen? Hatten sie schon etwas, als sie das Studio gegründet haben, oder haben sie halt von null an angefangen? Aber ich glaube auch, dass Microsoft da ein bisschen in den letzten Jahren strenger geworden ist und gesagt hat, wenn wirklich, wie du sagst, wenn das Spiel halt nichts ist oder absehbar nichts wird, dass sie dann die Reißleine ziehen und sagen, dann machen wir das halt zu. Wissen wir Und natürlich jetzt so nicht, aber wäre natürlich schön, wenn man da ein bisschen mehr Einblick hätte. ja, ich denke, das wird noch seine Zeit dauern, bis man dann wirklich das alles mal aufgerollt bekommt und ein bisschen mit einem zeitlichen Abstand, wenn die Leute tatsächlich dann entlassen sind und ja, die Recherchen anfangen und sich dann die Tore so ein bisschen Ja. öffnen mit Detailinformationen. 2 Ja, Gründe gab's, die ich noch gelesen hatte. Also gut, zum einen natürlich wegen Activision der Übernahme gab's natürlich auch Haufen doppelt besetzte Stellen. Und der ja. andere ist, weil Microsoft selbst sagt, was 60% deren Codes wird sowieso mit AI geschrieben und deswegen brauchen sie dann doch niemanden mehr für dafür. Aber das kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen. Aber gut, also wenn sie es Ja, sie selbst wollten sagen. also, ja, ich glaube, das Argument war auch, dass sie in AI investieren wollen und Ja, deshalb Geld brauchen oder Geld haben wollen. Sie haben ja aus keiner Situation jetzt diese ganzen Leute entlassen, aus einer Situation der Schwäche, sondern Phil Spencer hat ja kurz nachdem die ganzen Mails rundgingen, nachdem die Kündigung rundging, noch eine Mail geschrieben: ja, es tut uns leid, wir sind ja in einer Position, wir haben so viele Spieler, so viele Spielstunden wie nie. ja. Das macht dann halt auch keinen besonders guten Eindruck. Das gibt auch keinen Trost, so. Ja, ja, ja. Also, das mit dem AI, das ist halt also, wir sind sowieso an dem Punkt, kann ich auch aus Erfahrung sagen, wo AI 'n super Tool ist, eine super Unterstützung, aber, keine Leute ersetzt. Das ist Quatsch. Also, da wird auch ja. Microsoft noch nicht in dieser Position sein. Ähm, was ich glaube, das ist natürlich alles richtig schön viel Spekulatius zum heißen Tee, ähm, dass Microsoft einfach gesagt hat: „So,
die Marge ist mal wieder nicht hoch genug. Jetzt cutten wir ein bisschen. Wo können wir cutten? Ah ja, hier, guck mal, der Spencer und seine Bande, die haben nicht das eingehalten, was sie gesagt haben nach dem ABK-Deal. Dann stampfen wir da mal ein bisschen ein. Ich glaube, das lief genauso emotionslos ab. Ich glaube, die haben geguckt, hier, guck mal, ihr müsst jetzt mal Geld sparen, was ist denn hier mit Perfect Dark? Das ist immer noch nicht raus. Da seid ihr jetzt seit 2018 dran. Wie lange braucht ihr noch? 2 Jahre? Komm weg damit. Ich glaube, so. Nee, mach mal weiter, kriege ich Ansonsten steige nachher. ich da kurz ein. Ja, Meinst du, dass die wirklich so kaltherzig sind? Ich meine, okay, wir sehen es bei Hasbro, was die so veranstalten. Und dann denke ich mir so, da kann doch nicht jeder gleich auf den Zug aufsteigen und sagen, okay, die Zahlen stimmen nicht oder beziehungsweise ihr habt die Deadline nicht gehalten, also habt ihr Pech gehabt. doch, genauso was so passiert das. Genauso. Also ich kann jetzt nicht von der Gaming-Branche sprechen, natürlich. Ich bin nicht Ja. in der Gaming-Branche, ich bin aber allgemein bei großen Konzernen auch unterwegs, in der IT auch, wo auch Projekte eingestampft wurden. Ich kann dir sagen, genau so läuft es ab. Also ich habe mal ein Projekt erlebt, wo ich natürlich nicht genaues zu sagen kann, offensichtlich, aber Hm. da hatten wir jetzt keine Hunderte von Leuten, aber wir hatten ein Team von gut 20 Leuten. Dann hatte der Kunde ein paar Probleme, unter anderem wegen Corona damals und wegen anderen Sachen. Und dann wurde von einem Tag auf den nächsten das ganze Team entlassen. Punkt. Also wir waren Okay. zwar nur Externe, ne, aber es ist trotzdem scheiße. Da wurde dann einfach direkt gestoppt, fertig, haben gesagt, ah ja, beziehungsweise sie haben gesagt, wir wissen nicht, ob wir euch bezahlen können und dann hieß es tschüss. So läuft Okay. es ab. Also, Verrückt. Dennis? Jetzt hört man dich nicht mehr. Meine Güte, jetzt aber. Ja, was ich auch sagen wollte, ist, durch den Merger mit Activision waren wahrscheinlich auch die Erwartungen einfach riesengroß. Und die haben sie jetzt halt nicht erfüllt, deswegen mussten sie das Geld einsparen. Aber Ja. klar, das klingt natürlich erstmal hart, aber ich glaube, es sind halt wirtschaftliche Entscheidungen. Und dann wird ja mehr oder weniger in die Excel-Tabelle geguckt, was am meisten Geld verbrennt. Ähm, diese ganzen oder ein Teil der Entlassung, es war ja zu erwarten. Also damals haben schon Experten gesagt, als sie Activision gekauft haben, da sind natürlich jede Menge Stellen Ja. jetzt doppelt vorhanden und irgendwann mussten diese Entlassungen ja auch kommen. Ich hatte schon fast gewundert, dass es so lange dauert oder dass sie zumindest mit den Nachrichten so lange hinterm Berg halten. Dass jetzt der Umfang natürlich so groß ist und dass noch quasi dieser finanzielle Aspekt dazukommt, dass sie auf ihre Zahlen kommen müssen, das ist natürlich jetzt schon schockierend. Ist halt die Frage, haben sie nur in die Excel-Tabelle geguckt oder haben sie auch dahinter geguckt? Also ich meine, diese Milchmädchenrechnung von wegen, ja, okay, jetzt verbrennen wir dadurch schon einen Haufen Geld, aber die Spiele hätten ja auch Potenzial gehabt, das wieder reinzuholen. Das ist halt, ich hatte ja bei uns auf Discord, also hier auch Anmerkungen kommt auf unsere Discord, da haben wir auch schon die ganze Zeit drüber gesprochen. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, das ist der komplette MS, also Microsoft-Sache und keine Xbox-Sache. Weil auch, Mhm. so wie sich Spencer und Co. vor der Nachricht verhalten haben, das deutet alles darauf hin, dass die komplett überfahren worden sind mit diesen Nachrichten. Also, dass diese ganze Xbox-Division hat das einfach von Latz geknallt bekommen und fertig. Und wenn man dann bedenkt, wie konkret die Entlassungen schon waren und teilweise, wie ich sag mal, künstlich die Zahlen auch waren mit 50% und sowas werden entlassen. Das wirkt für mich nicht wie jemand hat dahinter gestiegen, jemand hat wirklich ganz genau geguckt. Und auch der Punkt mit diesen Doppelstellen und so, das ist normal, wenn Firmen merchen, hat man immer doppelte Stellen, vor allem im Bereich Backoffice, HR, Finanzen, bla bla bla. Und Ja. die hatten wir aber, glaube ich, eigentlich schon so weit durch. Also ich glaube, diese Entlassung, es gab ja so viele Entlassungswellen erst bei Ja. Microsoft und viele davon sind auch dadurch zustande gekommen und das klingt halt jetzt vielleicht ein bisschen kaltherzig, aber die Entlassungen sind halt normal. Das sind leider Entlassungen, die immer passieren, wenn Firmen andere Firmen aufkaufen, wo man auch sagt, okay, kann man verstehen, auch wenn es immer noch scheiße ist, weil Leute ihren Job verlieren. Ich will das gar nicht runterspielen, aber man kann es verstehen. Das, was jetzt kommt, wirkt halt wirklich wie Microsoft hat die Nase voll gehabt. Ja, Also so, es sind so halt wirkt das. sonst krumme Zahlen, wie du meinst. Von wegen, ja, das sieht gekünstelt Ja, aus und also das heißt, einfach irgendeine Geschäftsleitung hat dann gesagt, okay, wir machen das jetzt rigoros. glaube ich trotzdem immer noch. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, das kommt mir einfach zu Ja, krass vor kann schon und sein, ja.
Wie gesagt, das ist ja durchaus auch so, dass Firmen das machen und ich glaube, ja, Xbox hat wahrscheinlich zu viel versprochen, wobei ich mich aber auch frage, auf was für 'n langen Zeitraum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Spencer dem Nutella sonst was erzählt hat. Da war ein kleiner Wauzer. D Dass er ihm sonst was erzählt hat und das kriegst du dann auch alles in 2 Jahren. Was ich mir eher vorstellen kann, ist, die haben wirklich einen langfristigen Plan vorgelegt, auch vor dem ABK-Kauf und sind da in Zugzwang geraten. Also, sie sind hinter den Zahlen gewesen und dann hat man jetzt quasi gesagt: „Das erreicht ihr sowieso nicht, weg damit.“ Und, wie gesagt, ja, die Margen werden wahrscheinlich zu gering sein, aber das ist halt wieder typisches Problem im Kapitalismus, weil die Zahlen waren ja nicht so schlecht. Sie waren halt nur nicht gut genug. Das ist das Problem. Ja. Ja. Ja, gehen wir die Liste kurz weiter. Was ich noch gesehen habe, ist, ja, Romero Games, was auch immer die in Entwicklung hatten. Da geht's weiter. Ist natürlich für uns noch ein großer Name, aber ich habe mir auch so gedacht, andererseits, wer kennt denn heute noch äh, die Romero Games? Ich weiß nicht, was die in der Entwicklung hatten, aber ja, das klingt halt erstmal für uns, die die Spiele noch kennen, ein bisschen hart. Und dazu muss man sagen, wenn ich nicht falsch informiert bin, das war ja auch nur eine externe Finanzierung. Also, Ja, Microsoft genau. hat Romero Games finanziert und solche Sachen, Ja. die knallt's halt sowieso immer direkt weg, wenn man Geld Ich sparen wollte will. gerade sagen, ich glaube, das war jetzt also das klingt erstmal schlimmer, wie es ist. Die sind auch gerade auf der Suche nach neuen Finanzierungen. Also, die können ihr Spiel zumindest weitermachen, sofern sie irgendwie das Geld zusammenbekommen. Genau. Was mich, als Simracer ein bisschen schockiert hat, sagen wir so, es ist eine Simcade, aber Forza Motorsport, ja, Turn 10 wurde anscheinend, auf Eis gelegt. Also, die Forza Horizon-Serie, die Arcade-Reihe wird wohl fortgesetzt. Das letzte Forza Motorsport ist auch ordentlich hinter den Erwartungen, geblieben und war wirklich nicht allzu berauschend. Nichtsdestotrotz finde ich es krass, dass Forza ist ja quasi wie Gran Turismo bei Sony, also deren große Rennspielmarke, ähm, dass das einfach jetzt gecancelt wird. Das finde ich ein bisschen schade. Na ja, haben wir sonst noch was bei Microsoft? Also, ich meine, das ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen und wird uns wahrscheinlich auch noch eine Weile lang begleiten. Ja, aber wie du schon sagtest, Ja. um das Ganze zu diskutieren, kann ich nur empfehlen, kommt auf unseren Discord-Server. Da sind engagierte Leute, die, hitzig diskutieren und, Und auch immer ja, live posten, was gerade passiert. ja, Der geht schon bin jeden ich Tag auch recht gut zu, ja. Ja, ja. Und tatsächlich auch sehr interessante Diskussionen, finde ich auch immer spannend, weil nicht jeder die gleiche Meinung hat. Das Äh, ist ja, sehr gut, ja. Das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil man auch mal ein bisschen gegen deswegen das, was ihr hoffentlich an unserem Podcast gut findet, findet täglich auf dem Discord statt. Ja, wollte wegen grad sagen. Microsoft, also, ja, es ist sehr viel passiert. Ist halt auch die Frage, wie viel Sinn es macht, jetzt wirklich Schritt für Schritt durch alles durchzugehen, weil es ist so viel. Ich glaube, diejenigen, die sich dafür interessieren oder das jetzt zum ersten Mal hören, falls ihr das gerade tut, lest euch da ruhig online noch mal rein. Für mich ist halt tatsächlich viel mehr die Frage, was ist mit der Zukunft von Microsoft eigentlich jetzt Ja, oder von Xbox besser gesagt, weil das ist selbst für mich gerade ein sehr großes Fragezeichen, weil meiner Meinung nach torpediert Microsoft gerade Xbox mit dieser Aktion massiv, wenn sie es dadurch sogar Xbox nicht gänzlich killen auf lange Sicht. Vielleicht ist das ja, der ist halt die Plan. Frage, wie sie ja, ich wollte grad sagen, ist halt die Frage, wie sie mit ihrer Spielesparte umgehen wollen. Weil ich finde, es ist auch im Moment keine Strategie zu erkennen. Mit dem Everything is a Xbox, Play Anywhere, ist ja schön, dass also Play Anywhere an sich ist cool, aber es ist ja die Diskussion, wird es eine nächste Xbox-Konsole geben? Haben die überhaupt noch jetzt die Xbox-Sparte an sich das Geld, eine Konsole zum Beispiel subventioniert überhaupt zu verkaufen? Oder müssen sie den Weg gehen wie Nintendo und die Konsole dann teurer machen, weil sie ab der ersten Konsole Geld verdienen? Ähm, oder wird es schon die nächste Xbox nicht mehr geben und nur noch das Streaming geben? Ja, auch mit Game Pass. Ich weiß nicht, ob Game Pass wie auf der einen Seite, wie es für die Entwickler ist mit der Bezahlung. Ich habe, als es mit Game Pass losging, immer Berichte gehört, dass Entwickler sehr angetan davon sind und dass es eine sichere Bank ist, dass die Entwicklungen im Voraus bezahlt wurden und so weiter und dass es ein gemachtes Bett ist, auf das man sich legen konnte. Aber mittlerweile höre ich da auch so kritischere Stimmen.
oder schon Artikel gelesen. Und vor allen Dingen ist es halt auch einfach im Preis mittlerweile hochgegangen. Ich meine, früher hast du diese Log-Angebot gehabt. Das war auch abzusehen, dass der Preis irgendwann hochgeht. Das ist genauso wie bei Netflix. Erstmal Kunden und Daten sammeln und dann darauf hoffen, dass die Leute ihr Abo vergessen. Das ist auch immer so ein bisschen Strategie dahinter. Aber ja, die Abopreise haben angezogen. Trotzdem müssen sie das Ding ja irgendwie vollkriegen mit Spielen. Und da kannst du halt nicht nur AAA und Service-Spiele reinpacken, sondern du musst halt irgendwie so ein Portfolio aufbauen. Und das finde ich, das letzte Jahr war super stark, aber da müssen sie halt auch irgendwie dranbleiben und müssen das weiter befüllen. Ja, er meint auch was dazu. Also, ja, ich bin da seiner Meinung. Ich, ich habe das noch nie verstanden, also jetzt mal ganz abseits von Xbox, warum es bei Steam sowas nicht gibt. Da würde man locker bestimmt 50 oder 80 € im Monat bezahlen und hat einfach alle Spiele drin. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob das Jetzt, rentabel warum ist oder ob man das überhaupt umsetzen kann, aber ich glaube, jeder würde meinst da du, warum mitmachen. es Game Pass nicht in Steam gibt oder warum Steam nicht was Eigenes wie Game Pass Steam hat? nichts was Eigenes macht. Also, Also, vielleicht können die sich auch zusammensetzen. Ich meine, PlayStation, Valve und Microsoft arbeiten ja jetzt auch schon so ein bisschen mehr zusammen, von wegen Spiele auf andere Plattformen bringen, aber ja, für Steam, die machen so viel Geld, das ist denen, glaube ich, egal. Die ja machen gut, eh so viel Geld. das ist ein Ich gutes meine, Argument, ja. bei Microsoft ist es ja oder bei Xbox ist es ja aus der Not heraus entstanden und ich finde immer auch, dass Game Pass eine super Sache ist, auch mit dem neuen erhöhten Preis, auch wenn ich den nicht zahlen muss, weil anscheinend Microsoft mein Abo vergessen hat statt umgedreht. Ich bin immer noch bei 13 € für Ich bin auch bei Ultimate. 14. Also, das ist ganz, ganz witzig. Bin ich mal gespannt, wie lange das noch geht. Vielleicht ist das auch nur eine Taktik, dass man erst rechtlich kündigt, aber ich bin ja seit Anfang an bei Game Pass tatsächlich dabei, und nutze das wirklich andauernd. Also, ich spiele so viele Spiele von Game Pass, auch mal neue Sachen, kleine Sachen. Und Game Pass ist halt nicht die Goldgrube, aber es ist auch kein Verlustgeschäft. Aber was sie jetzt gerade machen, kann dafür sorgen, dass das 'n Verlustgeschäft wird. Jetzt ist nämlich die Frage, kommt vielleicht als Nächstes schon wieder 'ne Game Pass-Erhöhung, weil der Druck steigt, Geld zu verdienen damit und so was, ne? Weil ich glaube, Game Pass ist so 'ne Plus-Minus-Null-Nummer relativ. Ich glaube, sie machen ganz, ganz wenig Gewinn. Irgendwas waren da die letzten Meldungen. Ist auf jeden Fall kein Verlust mehr. Und das geht ja im Kapitalismus nicht. Ja? Das hatte ich ja auch auf dem Discord geschrieben. Entweder du bist super erfolgreich oder du bist halt ein Flop. Selbst wenn du Gewinn machst, du bist trotzdem ein Flop und es bringt nicht viel. Da habe ich die Sorge, weil Game Pass mit Play Anywhere in Kombination war mal ein sehr, sehr starkes Argument für mich, die Xbox-Plattform auch auf dem PC als Main-Plattform zu nutzen. Das sehe ich in Gefahr. Und allgemein diese ganze Idee Xbox ist in Gefahr, weil das, was du vorhin gesagt hast, Dennis, ne, mit diesem Everything is Xbox. Ich persönlich finde die Strategie ziemlich gut. Ja, es ist insofern schade, dass wir kein klassisches Konsolengeschäft mehr haben, aber das ist eh tot. Also meiner Meinung nach. Bei den Preisen von den neuen Konsolen, sei es PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series und Nintendo Switch 2, es ist das Konsolengaming muss günstig sein. Da sind wir lange schon dran vorbei. Die Strategie war dann ja Richtung, hey, sie wollen ja wahrscheinlich den Konsolen-PC-Hybriden machen und bla 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 und Xbox vor allem streuen, streuen, streuen. Und sollen sie machen. Sie sollen auch auf PlayStation oder sowas gehen. Sie sollen von mir aus auch auf die Switch 2 gehen. Sage ich auch als jemand, der Xbox wirklich toll findet und vielleicht trotzdem noch die neue Xbox-Konsole kaufen würde, wäre der ganze Kram jetzt nicht Mhm. passiert. Aber das, was sie jetzt machen, dieses komplette Torpedieren, große IPs streichen, Studios einstreichen, bla bla bla, wenn man sich als Software-Macht darstellen will im Videogame-Bereich, das ist halt komplette Selbstsabotage. Das ist das Problem. Ja, was ich meinte, was schwierig ist, für uns als Informierte ist das schon noch übersichtlich. Also da blickt man durch. Aber ich finde, für den, blöd gesagt, für den 0815-Nutzer ist es sehr verwirrend, wenn schon die Konsole wegfällt. Und dann musst du den Leuten erklären, ey, du kannst überall spielen. Wir sind jetzt quasi nur noch eine Plattform und du kannst alles nutzen. Und ich finde, da fehlt mir einfach die klare Mhm. Kommunikation in der breiten Masse irgendwie. Also für uns ist das schon noch nachvollziehbar, dass man auch auf dem Handy spielen kann per Streaming oder dass man mit ein bisschen Trickserei das auf dem Steam Deck zurecht bekommt und so weiter und so fort. Aber ja, mir fehlt da irgendwie die klare Vision und zumindest die Kommunikation dahinter, wie sie sich das vorstellen.
da finde ich, schwimmen sie jetzt so. Und wenn aber gleichzeitig in der breiten Masse jetzt noch die ganzen Meldungen ankommen von Studioschließungen und so weiter, dann verlierst du natürlich da auch ein bisschen das Vertrauen der Kunden. Komplette Selbstsabotage von Microsoft gegenüber Xbox. So, ja, wenn man keinen Bock mehr auf Videospiele hat, dann kann man entweder sagen, wir machen es nicht mehr, oder man macht so eine Aktion. Ist halt auch die Frage, ob sie jetzt dadurch einige Spieler verlieren. Ja, definitiv werden sie dadurch. Also, das Vertrauen in der Xbox-Community war schon geringer, gerade ich sage mal von diesen Oldschool-Leuten, die auch Exklusivspiele wollen und halt auch, sind wir mal ehrlich, am Konsolenkrieg gerne teilnehmen und bla bla bla. Mhm. Ich persönlich fand es gut, dass Microsoft sich geöffnet hat, weil ich denke mir so: „Ey, geil, dann könnt ihr auch die coolen Spiele spielen, wenn du nur eine PlayStation hast, weil du nicht das Geld hast, die mehrere Plattformen zu kaufen.“ Meine persönliche Meinung ist das super, aber da haben sie natürlich auch durchaus Leute verloren, Mhm. was so, ich sage mal, die Plattform angeht. Und jetzt stehen wir schon kurz vor der nächsten Generation. So, ich sage mal, in 2 Jahren wird es wahrscheinlich soweit sein, ne, dass wir Ende nächsten Jahres schon die ersten Infos bekommen. In 2 Jahren prophezeie ich jetzt mal mit meiner Glaskugel, geht's los. Ähm, und das Vertrauen verspielt man sich gerade. Warum sollte ich denn auf Xbox jetzt setzen? Warum sollte ich in die neue Generation gehen mit Microsoft, mit Xbox, wenn ich überhaupt nicht weiß, ob das eine Zukunft hat? Selbst bei einem PC-Konsolen-Hybriden ist das ja so ein bisschen das Vertrauen erschüttert, weil ich nicht weiß, killen sie doch meine Lieblingsspiele? Weißt du, dann gehe ich doch lieber komplett auf PC oder einfach auf PlayStation. Und das Ja, haben sie jetzt verspielt, das Vertrauen. das könnte natürlich auch passieren, ne? Die Verkaufszahlen bleiben zurück und dann sagen sie: „Wir killen jetzt den kompletten Zweig.“ Einfach so. Das ist das, was ich gerade eben meinte, ne? Also, entweder Ja. sagst du, du hast keinen Bock, Ja, oder du machst sowas. Weil Ja. das ist dann nur oder 'ne du, selbsterfüllende Prophezeiung ab dem ja, Punkt. Ja, genau. oder du bist quasi nur noch Publisher und bietest deinen Game Pass an, aber es gibt halt keine internen Entwicklungen mehr. Also ich sag mal, das, was früher die Exclusives gewesen wären, ich meine, aus der Zeit sind wir zum Glück raus, das begrüße ich auch, aber ich finde, das ist auch, klar, es ist für uns als Kunden ein Vorteil, wenn ich quasi auf allen Plattformen dieses Spiel bekommen kann, das ist schön, aber andererseits ist es ja auch nur, weil sie festgestellt haben, ey, sie können einfach nur noch mehr Geld verdienen, wenn sie es für alle Plattformen öffnen. Natürlich ist es auch so, dass die Plattformen ein bisschen ja, sich angeglichen haben und dass die Portierung nicht mehr so viel Arbeit ist wie früher. Aber was die antreibt, ist natürlich, ey, wenn wir das Ding auf wie Helldivers jetzt zum Beispiel auch noch auf die Xbox bringen, da können wir auch noch ein paar Mark mit verdienen. Also so ist es ja nicht. Klar ist es natürlich für uns ein Vorteil und es ist angenehm, aber man muss auch mal sehen, wo der Ansporn herkommt, das auf anderen Konsolen zu veröffentlichen. Das finde ich ist aber vollkommen legitim. Ich meine, das sind immer Firmen, die Geld verdienen wollen, und, Ja, ja, sicher. solange sie Sachen machen, die trotzdem Pro-Consumer sind, ist das ja vollkommen in Ordnung, ne? Also, Ja. äh, meiner Man soll Meinung nur nach. nicht glauben, dass das so altruistische Maßnahmen sind und die denken, guckt euch an, wir schenken euch die Spiele. Also da ist schon eine Absicht hinter. Sicher ist das erstmal was Positives, wie auch der Game Pass. Ich meine, sicher ist das immer noch trotz der angezogenen Preise ein Wahnsinnsangebot. Einfach, dass man für einen Monat abonnieren kann und den einen Monat bezahlt. In einem Monat, gerade für mich als Singleplayer fokussierten Spieler, da abonniere ich das halt einen Monat und spiele das Spiel meistens durch oder lasse es Mhm. 2 Monate laufen. Ja. Apropos, also, eigentlich finde ich es immer noch realistisch, dass sie die 100 Millionen bis 2030 schaffen. Ich habe Ist jetzt die Frage, ob sie sich da selber ins Fleisch geschnitten Ja, haben, Na ob das gut, jetzt noch machbar das ist. kommt dann hinzu, ja. also, ich glaube immer noch, das ist machbar, aber nur, wenn sie wirklich volle auf die volle Breite gehen. Und da ist halt die Frage, da liegt's ja nicht nur an Microsoft, da liegt's ja auch eben an der Konkurrenz, ob die das überhaupt wollen. Weil Sony war bis jetzt immer extrem anti-Game Pass, weil Spencer hat das ja schon mal ein bisschen versucht, hat das ja auch so public ein bisschen angedeutet, so: „Ey, wir wären da schon offen für, Game Pass auf der PlayStation“, und das sage ich auch immer wieder. Ja klar, warum nicht, ne? Das ist ja, ich habe ja keinen Nachteil dadurch, sondern als Nicht-PlayStation-Spieler, sondern andere haben Vorteile dadurch. Ja. Sollen sie machen, und das müssen sie machen. Die Frage ist halt, machen die anderen das mit? Was für Konditionen werden da ausgehandelt et cetera? Weil, sobald du auf 'ner anderen Plattform bist, musst du definitiv irgendwas abgeben. Und dann ist auch die Frage, ob diese 100 Millionen sich dann auch überhaupt rechnen, wenn du aber so viel abgeben musst, weil die
sonst das sich zulassen, ob sich das überhaupt noch lohnt. Deswegen ist auch dann die Frage mit den 100 Millionen gar nicht mehr so relevant, sondern eher, ja, was für eine Marge machen sie dann auch im Endeffekt mit dem Game Pass? Ja, ich denke mal, wie gesagt, grundsätzlich können sie es schaffen. Sie müssen sich mit den anderen einigen, sie müssen gute Deals machen und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das kann man schon mal auch sagen. Ja, gut. Ja, ich denke auch, das ist noch eine längere Geschichte, aber ich glaube, den Game Pass auf die PlayStation zu bringen oder auf andere Konsolen zu bringen, kann ja auch, ich glaube, Nintendo, weiß ich nicht, ob die tendenziell sogar der Sache noch offener sind, kann ich schlecht einschätzen, aber ich glaube, das ist einfach ein zu großer Schritt. Da kommt halt so eine Riesenschwemme an diesen ganzen Spielen, die im Abo sind, auf einmal. Und ich glaube, wenn ich jetzt Sony wäre, dann wäre mir das Risiko zu groß, wenn ich dieses Abo jetzt auf meiner Konsole zulasse, dann verkaufe ich kaum noch meine eigenen Spiele, weil jeder, der dann eine PlayStation hat, abonniert sich den Game Pass und spielt alles daraus, dann verkaufe ich halt gar keine eigenen Spiele mehr. So, was wir bis jetzt haben, das sind ja immer Einzelfälle von Spielen, die dann auf beiden Konsolen kommen. Ähm, aber ich glaube, dass man Game Pass, weiß ich nicht, ist nochmal eine andere Nummer in der Größe. Es muss halt die Zeit jetzt zeigen. Ich meine, das ist jetzt erstmal alles eine große Newswelle gewesen, aber die Auswirkungen werden wir dann weiterhin erstmal verfolgen müssen. Ja. Aber da bin ich bei dir, wie du gerade gesagt hast, bei Sony sehe ich es auch eher, dass die Nein sagen. Haben sie ja auch in der Vergangenheit. Nintendo gab es ja mal Berührungspunkte zwischen Nintendo und Microsoft, wo ja auch sehr coole Sachen bei rausgekommen sind, ne, die Ich glaube nicht. Minecraft-Collaboration, Mhm. oder auch, also, ne, wo dann auch Steve in Super Smash Bros. Auf einmal war. Das waren ja so die ersten Andeutungen. Dann ist irgendwie nichts mehr passiert. Ich kann es mir immer noch vorstellen, weil das wäre, glaube ich, für Nintendo auch ein großer Bonus, weil dann hätten sie eine Konsole, wo man die eigenen Spiele auch hat, plus man kann das alles lokal, laufen lassen und die ganz großen Spiele, die auf der Switch 2 auch in Zukunft nicht laufen werden, weil die Switch 2 einfach nicht stark genug ist, die könntest du aber über Cloud streamen, über xCloud. Ja. Und das wäre ja auch für Nintendo selber sehr interessant, die Konsole dann genauso zu vermarkten. Deswegen glaube ich, wenn sich Microsoft öffnet, wird der erste Partner auch Nintendo sein und der zweite Steam, aber selbst da glaube ich schon nicht, weil ich weiß nicht, ob Valve sagt, warum Valve das tun sollte. Das wäre ja denen auch nur Ja. zum Nachteil, genau wie bei Sony. Nintendo ist, glaube ich, der einzige Partner, wo sie tatsächlich, wo auch Nintendo selber als Partner einen Vorteil von hätte. Plus, wenn sie es dann auch noch für die Switch 1 in einem rausbringen, eine xCloud-App, dann ist da natürlich auch Mhm. unfassbar viel Potenzial für Nintendo und Microsoft Geld bis zum geht nicht mehr zu scheffeln. Ja, was bei Streaming halt immer der Faktor ist, dass die Leitung gegeben, sein muss, dass auch das WLAN-Modul in der Konsole schnell genug sein muss. Ich glaube, das schränkt halt den Markt für das, Streaming-Angebot auch noch mal ordentlich ein. Ja, aber Switch hat ja eh schon Cloud-Versionen von Spielen rausgebracht. Also, das ist ja auch jetzt nichts Ja, ja, Neues auf der Switch aber selber, ne? Also, auch für die nee, Kunden nee, was ne, Neues. rein technisch wird das möglich sein, aber, die 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 Kundenabdeckung, also die Leute müssen ja auch eine gescheite Leitung haben, um Ja, das Streaming, gescheit genießen zu können, was auf Handhelds natürlich einfacher ist, weil schon mal die Auflösung vom Videosignal nicht so hoch ist wie auf einem PC jetzt zum Beispiel. aber da sage Das, ich auch ganz ehrlich, Deutschland ist halt auch nicht der einzige Markt. ja, Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, du erreichst mehr Spieler, ähm, insgesamt, als jetzt zusätzlich noch mal zu sehen, wer hat, keine Ahnung, mindestens mal 'ne 10.000er Leitung oder 15.000er Leitung, um das gescheit zu machen. Ich glaube halt, die die Hardcore-Nerds, die werden sowieso lieber auf Rechner beziehungsweise auf vor Ort lokal, berechnete Spiele spielen. Ich fand das bei mir ist es auch, ich habe auch gerne per Cloud schon gestreamt und mache auch In-Home-Streaming und das funktioniert auch alles prima. Ja, muss halt gucken, wie sehr das einschränkt. Was ich noch sagen wollte ist, ich glaube, Nintendo hat aber auch kein eigenes Abo-System, oder? Doch, es gibt Nintendo, Nintendo wie heißt Switch das? Da Online da gibt sind es. aber nur die Retro-Spiele drin, ne? Da gibt's Genau. keine aktuellen Spiele in 'nem Abo. Nein. Und das, wollte ich auch noch mal ins Feld führen, weil Sony hat ja sein eigenes Abo, wovon ich nie was höre. Das ist Der immer läuft übrigens auf Azure-Diensten von Microsoft.
Aber das ist völlig irre. So häufig, wie ich in Berichterstattungen höre, entweder hier dieses Day One on Game Pass oder Mhm. keine Ahnung, jemand erzählt mir was und von wegen probier es aus, ist sogar im Game Pass, kannst du einfach runterladen. Ich höre halt nie, dass jemand dieses Sony-Abo mal irgendwann anspricht. Ich Abo glaube, und Blue Prince Cloud, war ne? im Abo drin. Die haben ja beides. Die haben Abo und Cloud, genau wie den Game Ja, Pass. Und Fun Fact, das ist älter als Game Pass. ja, Ja, aber aber es ist halt auch bei denen, glaube ich, in 3 Stufen eingeteilt. Beim Ja, Game Pass sind es zwei. zum Glück nur 2. Im größeren ist halt das Cloud drin und im kleineren nicht. ich glaube, in Streng letzter Ja, genommen Zeit gibt es kam da auch 3, ab, nichts. wenn du PC und Xbox nochmal ja, trennst. genau. Ja, gut. Aber ja. Ja, der Sony hat das auch mal sehr stiefmütterlich behandelt. Also, und auch die ganzen eigenen Spiele da gar nicht reingesetzt, weil das ist ja das, warum Game Pass sich überhaupt so noch durchsetzen konnte in der eigenen Basis, weil auf Xbox selber, wenn man mal sieht, wie viele Xboxes sich auch verkauft haben, sind ja nicht so viele, ne? Aber in der eigenen Basis ist Game Pass sehr, sehr stark. Also du findest kaum einen aktiven Xbox-Spieler, der regelmäßig spielt, der nicht einen Game Pass hat. Also das ist ja tatsächlich so, ne? Und das ist halt, warum sollte das jemand mit der PlayStation machen? Es gibt halt keinen wirklichen Grund dazu. Ja, aber wie gesagt, mit dem Cloud Gaming, ganz kurz nochmal wegen Nintendo. Ich hoffe, dass das so kommt, weil vielleicht würde das auch Xbox nochmal ein bisschen den Arsch retten gegenüber Microsoft. Und für alle Leute, die sich nur eine Konsole leisten können und sich nur für die Switch entschieden oder die Switch 2 entschieden haben, was ich verstehen kann aufgrund der Nintendo-Spiele, für die wäre das ein Riesenbonus. Ganz ehrlich. Und das fände ich auch aus Consumer-Sicht super, wenn man hier die Leute ein bisschen unterstützt. Ja, auch wenn es nur aus Also, Geldgeilheit ist. also ich bin da voll bei dir. Das hätte einen sehr großen Vorteil mit Nintendo. Aber ich muss sagen, mein Bauchgefühl, der sagt, das mit Nintendo wird nix. Ja, ist halt spannend, wie sie sonst auf ihre Zahlen noch kommen wollen. Ich meine, jetzt haben sie natürlich erstmal Geld eingespart durch die ganzen Layoffs, aber die Prognosen stehen ja und hinter den Zahlen, auf die Zahlen müssen sie jetzt kommen. Jetzt ist ihnen von Microsoft noch ein Stock in die Speichen geworfen worden. Das macht sie auf lange Sicht nicht einfacher. Das ist ja im Prinzip jetzt, blöd gesagt, eine Notlösung. Ich meine, das klingt hart bei 9000 Leuten und bei dem Geld, was da jetzt gespart wird, aber es muss ja auch irgendwie auf lange Sicht weitergehen und rentabel sein. Ja. Definitiv. Naja, müssen wir dranbleiben. Habt ihr Genau. noch was ihr loswerden wollt? Eine Ansonsten, Sache, die gerade auch auf unserem Discord-Forum gepostet wurde, eine positive Xbox-Nachricht. Sea of Thieves bekommt Private Server, die man ist das selber eine, aufsetzen kann. ist das eine Überleitung? Wollen wir das nehmen, um auf Stop Killing Können Games wir zu gerne gehen? machen, weil das würde ja tatsächlich genau das erfüllen, was Stop Killing Games fordert. Aber ganz kurz, es geht um Private Customizable Sandbox. Man kann Comments machen, man kann Sachen spawnen, also wirklich voll Admin-Kontrolle über die eigenen Server haben. Das ist ja cool. Geil! Wie cool ist das denn? Dann werde Und ich ja, das bestimmt auch mal spielen. ey, Sea of Thieves kann ich ja auch tatsächlich jedem nur empfehlen. Das hat sehr schwach gestartet in den ersten 1, 2 Jahren und ist für mich ein Paradebeispiel, wie Live-Service-Game sein muss, ohne Abzocke, sondern einfach ein geiles Spiel, was die ganze Zeit super coolen Content bekommt, auch mit Monkey Island Koop oder mit Collaboration oder mit Pirates of the Caribbean, war auch sehr, sehr witzig. Und jetzt auch mit sowas ankamen, die auch auf Fans hören. Sie haben dann irgendwann auch die Server eingeführt, wo du nur mit Freunden spielen kannst, auch wenn du weniger Belohnung bekommen hast, ne, und sowas. Und jetzt mit den Private-Servern. Und es macht unfassbar viel Spaß, dieses Spiel. Kann ich nur empfehlen. Ich werde es auf Ewigkeiten mit Skull and Bones verwechseln. Ich weiß, dass eins Das das tut- erfolgreiche, nette Spiel ist, aber Kannst du doch nicht verwechseln. es ist Multiplayer und Piraten. Ja, aber Das ist Sea of alles, was ich Thieves mitbekomme. einfach Skull so and viel Bones war das cooler. Erfolgreiche, ne? Ja, ja. Das tut weh, Mann. Das tut weh, als jemand, der seit der Beta bei Sea of Thieves dabei ist. Ja, mir geht das immer so, wenn jemand Outer Wilds und Outer Worlds Ja. verwechselt. Da denke ich auch immer, nein, das andere ist doch das mittelmäßige Rollenspiel. Ey, Vorsicht. Das war gut. Wow. Es war okay. Ey, ne, es war super. Es war halt kurz.
Wenn du das jetzt negativ Ja, nehmen nein, es willst. war schon ganz nett, aber das andere ist es halt 'n ganz andere Ist das ist halt halt was auch ganz schwierig. anderes, ja. Es ist beides Science Fiction, aber ja, egal. Genau, aber Ja, auf jeden Fall, ist das im Prinzip genau das, was Stop Killing Games gefordert hat. Da gab's 'ne, Petition, dass sich das angeguckt wird, noch mal von vorne. Das ist eigentlich genau das Ziel, was Stop Killing Games hatte. Da gab's 'ne Petition und es ging im Prinzip darum, dass Spiele am Ende ihres Lebens, grade was Servicespiele angeht, und Onlinespiele, dass sie nicht einfach unspielbar werden, wenn quasi die Unterstützung dafür fehlt, die Server abgeschaltet werden, sondern dass man die Möglichkeit bekommt, im besten Fall private Server aufzusetzen oder dass es quasi 'ne Art Offline-Modus gibt. Ja, und das, hat Unterschriften gesammelt und hat tatsächlich noch nach ein paar Kontroversen während der Abstimmung hat sich irgend 'n YouTuber noch eingeschaltet und das torpediert, tatsächlich noch seine Stimmen bekommen. Ich habe das dann auch überall gepostet gesehen. Also, da wurde wirklich noch mal richtig Werbung für gemacht, als so auf die letzten 2, 3 Wochen, hätte ich gesagt, zuging. Und, jetzt sind sie wohl bei den erwarteten 1,2 Millionen 1,3 Stimmen. Millionen. Ich bin gerade auf der Seite. 1,3 sogar, top. Ja, und diesen bisschen Überhang wollten sie halt haben, weil schon irgendwann die Vermutung bestanden hat, dass 'ne Zahl der Unterschriften nicht ganz legitim sind und gefaked sind. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das so? Das muss jetzt geklärt werden und, da wartet man jetzt eigentlich, bis sich, die EU dann damit befassen muss und zu 'nem Urteil kommen muss. Ja, finde ich 'n ganz spannendes, Thema. Ich glaube, am aktuellsten war das eigentlich damals bei The Crew. Das war irgendwie so der Aufhänger, Das war so 'n als bisschen damals der The Crew Auslöser, ja. ja, Mhm. als The Crew abgeschaltet wurde, 'n MMO-Rennspiel, wenn man so will, oder 'n Online, Rennspiel, was dann einfach nicht mehr spielbar war und, dann habe ich das so 'n bisschen mitbekommen damals. Das war so 'n bisschen der Aufhänger. Allgemein Ubisoft war so 'n bisschen der Anlass. Ist nicht nur Ja, The Crew, genau. sondern Ubisoft so generell war so Also, 'n bisschen der Grund. ja, die Ubisoft ist auch auf dem absteigenden Ja, ja. die wissen auch, wie man sich selber köpft. Ja, das ging halt bei denen los. Ich meine, an sich, die haben jetzt auch waren jetzt noch mal in den News mit 'nem Auszug aus den Der kann noch mal 'n Euler, Schnitt machen. Euler, Danke. mhm. End-User Ja, License genau, mit der Agreement. End-User License Agreement, dass man die CDs zerstören soll und die Medien beziehungsweise die Daten löschen soll, wenn das Ubisoft so fordert. Natürlich auch völliger Quatsch ist. Ich meine, klar, sie können viel fordern, aber andererseits, wer will das nachweisen? Es ist halt irre, dass sowas in die, Euler geschrieben wird, dass man doch bitte die, CD schreddert, wenn Ubisoft das sagt, dass jetzt das Spiel nicht mehr unterstützt wird. Also, ist 'n bisschen sehr quatschig Ja. und vor allen Dingen keine gute PR. Vielleicht haben sie auch einfach geglaubt, es liest keiner, aber andererseits, es läuft halt grade diese Petition und es ist grade Thema. Ist auch vielleicht 'n bisschen naiv zu glauben, dass das durchgeht, ohne dass es jemand bemerkt. Ja. Aber bezüglich Stop Killing Games noch mal ganz kurz darauf, auch hier noch mal, wenn das jetzt, jemand hört, der noch nicht unterschrieben hat, es geht noch bis Ende Juli, unterschreibt, Ja, weil auch wenn wir jetzt bei 1,3 Millionen sind, was du ja gerade eben gesagt hast, Dennis, es ist nicht ganz klar, wie viele davon ungültig sind. Deswegen war so das inoffizielle Ziel 1,2 Millionen. Das wurde jetzt auch schon erreicht, aber trotzdem, jede gültige Stimme ist wichtig, weil nicht das am Ende heißt, wir sind bei 990.000. Das ja, wäre dann ein das wäre sehr bisschen ärgerlich. bitter. Und wir müssen auf jeden Fall ein paar Monate warten, bis tatsächlich das Ergebnis kommt, weil der Ross hieß er, glaube ich, der Initiator, beziehungsweise diese ganze Gruppierung Stop Killing Games, die muss das jetzt erstmal alles, die müssen die ganzen Unterschriften prüfen, die müssen da gucken, okay, was ist legitim, was nicht. Weil wenn sich jetzt irgendwelche US-Amerikaner da mit einem Fake angemeldet haben, dann die sind halt ungültig. Ne? Genau. Und ich denke, bei dem internationalen Hype, den es gerade jetzt bekommen hat, waren da halt auch irgendwelche Idioten dabei, die dann unterschrieben haben, obwohl sie nicht in der EU sind. Hundertprozentig. Kann gut Und, sein, ja. ja. Und das mit dem Typen, der so ein bisschen jetzt, der Feind wurde, was tatsächlich Wir nennen den massiv hoffentlich jetzt geholfen nicht. hat. Ja, aber es ist lustig, weil das ist tatsächlich der Sohn
von dem Blizzard-Mitarbeiter, auf dem das South Park-Meme basiert. Mit dem dicken Typen, der da Ja, sitzt ja. und No Life Okay. hat. Dieser Charakter basiert auf dem Vater von dem Typen, der es jetzt gemacht hat. Aber der Vater ist eine coole Socke, der Sohn aber nicht. Ja, Also, Ja, er hat ja auch, also tatsächlich. es gab kein Interview, kein Video, wo er nicht erwähnt hat, dass er mal bei Blizzard gearbeitet hat. Das ist ja. einfach schon Es, relativ vor allen Dingen, der wird in Ich den sag den letzten, Namen jetzt auch nicht, aber meine er wird in Güte, den was für letzten ein. Tagen so auseinandergenommen an Ja. jeder Ecke. Das ist, also nicht Und nur er jetzt wegen Stop Killing Games, ne, sondern auch wegen anderen Sachen. Also sein, ja, World of nur ein Warcraft-Scheiß. kurzes Beispiel ist, ein bekannter Coder hat sich seinen Stream angeguckt, wo er dann halt an dem Game gearbeitet hat und hat dann entsprechend ihn drauf angesprochen. Und der Typ hat dann halt auf eine ganz andere Sache geantwortet und nicht auf die tatsächliche Frage. Und der Code war wohl nicht so toll. Ja, hätte man eigentlich wissen müssen. Ich glaube, jetzt 20 Jahre oder so oder 8 Jahre arbeitet er an dem Game alleine schon und 20 Jahre als Programmierer oder so. Weiß ich jetzt nicht. Aber ja. Also er Ja, macht sich überall keine Freunde. ich meine, das hat ja angefangen, sein Downfall hat ja angefangen mit dem berühmten WoW-Moment, wo die auf einem Hardcore-WoW-Server waren und er seine ganzen Leute im Stich gelassen hat wegen irgendwas Ja, Kleinliches und dann die ganzen Hardcore-Charaktere mit Permadeath halt verreckt sind. das, Geil, geiler wobei ich da so halb auf seiner Seite bin, aber ja. Na, du lässt deine Kollegen nicht hängen. Also ganz ehrlich. Na gut, aber wenn deine Kollegen Scheiße bauen und die Gefahr besteht, dass du auch drauf gehst und dein Charakter dann für immer tot ist, dann würde ich auch weglaufen einfach. Ja, aber durch sein Weglaufen war es halt besiegelt. Also, Das keine stimmt, Ahnung. das stimmt. Also das Mehr war. Kommunikation bei sowas auf jeden Fall wäre gut gewesen. Ja, und das hat da vor allem gefehlt. Also er hat sich. Das ist ja egal. Ich sag mal, das war der Anti-Leroy Jenkins, den er gemacht hat. Leroy Jenkins ist damals reingelaufen und alle sind ihm gefolgt. Ja. Und hier war es genau das Gegenteil der Fall. Alle sind reingelaufen und er ist einfach abgehauen. Und das macht man gerade unter Freunden auch nicht. Das ist doch so eine Ehrensache. Keine Ahnung. Ja. Classic Dick Move. Ja, genau, ne? Also, selbst wenn er halb recht hatte, finde ich weiß nicht, dann man hilft doch trotzdem seinen Freunden. Ja. Das ist halt sind so simple Sachen, die schon was über 'n Charakter verraten. Das stimmt. Ja? Und Es ist witzig, dass dann plötzlich so ein Charakter irgendwie, also er als Person auftaucht durch so ein paar Kommentare und wie Ja. er sich da einschaltet und dann gehen die Leute halt mal in seine Streams und stellen fest, Mensch, er ist an anderen Stellen auch nicht besser dran. Der Kerl. ja, so ungefähr Ja. war das auch, ja. Also, deswegen kriegt er grad auch von allen Seiten was ab. Und dann Ja. kam natürlich auch seine pure Arroganz, wo dann die 1.000.000 erreicht worden sind, er geschrieben hat: „Ja, es hat wohl geholfen, mich als den Bösewicht darzustellen“ und so was. Ja. Arrogant wie sonst was. Und Narzisst, also. Ja. Und er hat bei Aber das Blizzard Problem ist, gearbeitet, ne? ja gut. Ich weiß nicht. Aber das ist halt, dass ihm dann halt noch so viele schauen und folgen, ist halt, es hilft Ja, einfach aber nicht. das ist halt LOL-Cow-Verhalten. Der ist mittlerweile eine. Ja, Also, das ist also für die den Begriff nicht kennen, das ist auch eine eher unschönere Seite des Internets. Ich glaube, am beste Beispiel in Deutschland wäre der Drachenlord, der 'ne LOL-Cow war. Da sind halt Leute, die generieren eigentlich nur Zuschauer und Aufmerksamkeit durch Negativsachen und die werden online geärgert und da werden Sachen noch provoziert und das ist halt aus dem jetzt geworden. Ja, und das führt natürlich aber auch schnell zu so einer, dass man sich selber an diese Existenz drückt, gerade wenn man damit Geld verdient. ja. Und, ja, ist nicht gesund für einen, sagen wir mal so. Ja. So Und das sollte ist man ja aufhören. schade, weil am Anfang hat er ja richtig gute Sachen von sich gegeben. Aber gut. Ja, aber das kann natürlich halt auch dafür sorgen, wenn du die ganze Zeit im Mittelpunkt bist, ne, und auch viel positive Bestätigung bekommst. Na, weil wenn du gute Sachen sagst, ist ja jetzt nicht der Erste, der irgendwie abdriftet, dann sorgt das halt aber auch eben dafür, dass man der Meinung ist: „Ja, ich habe doch immer recht gehabt, wieso sollte ich jetzt nicht recht haben? Jetzt liegt ihr alle falsch.“ Ja, Naja. ist halt leider manchmal Ja, ein das trauriges Schicksal. geht schnell nach hinten los Ja. mit dem Narzissmus und der falschen Bestätigung. Ist Na es. gut, was Was haben wir denn noch? Negatives hätte ich noch kurz. Ich habe nicht unterschrieben und vielleicht machen wir da mal eine Special-Folge draus. So, stimmt, du hast so ein paar
Also, Ich kannst hatte du aber ein mal paar kurz Anti-Sachen. anreißen, Also, warum du dagegen bist. generell finde ich einfach, dass man Unternehmen nicht dazu zwingen sollte, etwas zu tun. Also, wenn es nicht gegen Gesetze verstößt oder sonst irgendwas wirklich Negatives ist. Ähm, Wir könnten jetzt in der Special-Folge könnten wir natürlich die ganze Petition mal komplett auseinandernehmen, Stück für Stück, aber es ist halt so, wie im Grunde soll etwas zur Verfügung gestellt werden, wenn ein Spiel stirbt. Und das bedeutet Aufwand. Das bedeutet, man muss Geld dafür bezahlen. Es ist halt nicht einfach irgendwo in der Config eine IP geändert und das war's. Meistens. Ja, aber Aber es geht ja nicht darum, alte Spiele umzubauen. Es geht ja darum, zukünftige Spiele von Ja, vornherein so anzulegen, dass sie am Ende, blöd gesagt, offline spielbar sind, was wahrscheinlich nach meinem Verständnis der einfachste Weg wäre, oder die Möglichkeit, private Server anzulegen. ja. Ähm, genau. Ich glaube, wir Aber bewegen uns jetzt bei der Entwicklung in Bereichen mittlerweile, was die Preise angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Unkosten so viel mehr sind, dass das nicht machbar nein, Es ist. nein, muss es ist schon, natürlich ist es machbar. Es ist die Frage, ob sich noch in einem gewissen Rahmen hält. Das Problem, was ich finde, halt, ich möchte mir als Firma, also ich bin da voll bei euch, ne? Also ich möchte natürlich auch ein Spiel, ich habe so viele Spiele verloren in der Zeit und ich würde sie gerne wieder spielen und ich hasse die Firmen dafür, dass sie es nicht gemacht haben, aber ich möchte halt mir als Firma nicht vorschreiben lassen, was ich zu tun habe. Naja, aber du verkaufst ja ein Produkt und es ist ja, ja, es ist schwierig natürlich, wenn jetzt Adobe sagt, keine Ahnung, du kriegst kein Abo mehr für, es ist natürlich irgendwo ein Service, aber andererseits kaufe ich ein Produkt und will das eigentlich so lange benutzen, wie ich will, wie es nicht kaputt geht. Und dann finde ich es unrechtens dass mir gesagt wird, ich nehme dir das jetzt wieder weg. Es ist ja nicht so, dass ich eine fortlaufende Zahlung mache wie bei einem Abo, sondern Mhm. ich will ja trotzdem die Software eigenständig kaufen. Im besten Fall natürlich, blöd gesagt, wie bei GOG, so dass ich die als auszuführende Ja. Exe habe und damit anstellen kann, was ich will. Dann müsste man aber noch differenzieren, wie bei The Crew zum Beispiel. Das war von vornherein so ausgelegt, dass es nur ein reines Online-Spiel ist. Und da wusste man eigentlich von vornherein, okay, wenn die mal dicht machen, dann ist das Spiel halt tot. Kannst du nichts mehr Ja, mitmachen. sicher, das war jetzt bisher so, daran haben wir uns gestört, deswegen wollen wir jetzt was ändern. Ich kann es vollkommen verstehen, dass niemand jetzt Geld in die Hand nimmt und The Crew nochmal für, keine Ahnung, 10.000 Spieler, die das vielleicht noch spielen würden, nochmal umbaut und dann nochmal Nicht Geld mal. rein investiert. Die Ja, letzten waren, glaube ich, 300 Spieler maximal. ja, dass da kein Geld mehr rein investiert wird und dass da nicht nochmal was dran gebaut wird und ein Update hinterhergeschoben wird, kann ich verstehen. Aber ich glaube halt, wenn man das von vornherein in die Entwicklung einplant, kann ich mir nicht vorstellen, dass das, blöd gesagt, viel Arbeit ist. ist es auch nicht. Also, ich finde hier auch ganz wichtig, dass im Worst Case, sagen wir jetzt mal, ich nehme mal ein sehr gutes Beispiel für, wo man denkt: „Oh, das ist aber sehr komplex“, und es ist aber für die Entwickler einfach. Elder Scrolls Online. Elder Scrolls Online hat ihren ganzen Megaserver-Kram, ne, wo sie Mhm. ja mehrere Server quasi zu einem kombinieren. Die können ja auch im Endeffekt einfach hingehen und sagen: „Wisst ihr was, hier habt ihr die Software, viel Spaß. Hier habt ihr die Doku, ihr habt die Software, macht doch damit, was ihr wollt. Ne, hier habt ihr Hm. Server-Backend, bla bla bla, ist super komplex, scheißegal.“ Sie würden es ja trotzdem erfüllen. Es geht ja nicht darum, Ja, dass die weiß ich nicht. damit erfüllen sie Stop Killing Games. Ja, reicht ja vollkommen. theoretisch. Da Wenn du müsste es ich Okay. mit halt Code irgendwelche Nerds offenlegst. fi da müsste ich halt irgendwelche Nerds finden, die 'n Scheiß dann noch aufsetzen. Und glaub mir, die werden sich dann finden. Wenn das Interesse, das ist vielleicht sogar der beste Weg, weil wenn Ja, das Interesse am Spiel noch groß genug ist, es ist ja genauso wie bei MMOs, wo es mittlerweile auch private Server gibt, hier Mhm. für das Herr der Ringe Online-MMO. ja, Ich WoW glaube, das Classic. wird WoW offiziell generell. auch nicht mehr betrieben, aber es gibt halt jede Menge Privatserver. Und natürlich müssen dann Privatleute Arbeit reinstecken, aber dann hat man noch mal so ein bisschen, wenn es halt noch genug gibt und sich die Nerds finden, die es machen, ähm, ja, mir war nicht klar, dass das schon ausreichen würde, Ja, einfach die Daten quasi offen zu legen und sagen, hier macht habt ihr die Möglichkeit. ja, macht doch, was ihr wollt. Und deswegen finde ich, ist es auch im Endeffekt gar kein Zwang, weil sie ja auch nicht wirklich
viel Arbeit reinstecken. Also, sie können viel Arbeit reinstecken, um es sehr komfortabel zu machen, aber im Endeffekt können sie auch sagen: „Ja, hier, have fun, macht mal selber den Scheiß", ne? Und ich finde, das ist auch vollkommen legitim. Da würde ich auch sagen: „Ja, das ist absolut fair. Ihr gebt uns die Werkzeuge, um das am Laufen zu Mhm. halten, um unsere eigenen Instanzen zu machen. Und, gut ist, ihr müsst uns keinen Support liefern, gar nichts, ne, sondern einfach gibt uns die Dokumentation, gibt uns die Server-Backend-Software, Es fertig." gab ja Spiele, die auch Open sourced wurden und bei denen sogar tatsächlich die Dokumentation, nicht ausgehändigt wurde, aber da haben die Mhm. trotzdem die Leute was draus gemacht, ne? Haben es quasi Also, reverse engineert, ja. ist halt Was ich mir noch das ist sorry? halt nicht schlecht. Ich wollte nur sagen, das ist nicht schlecht. Das könnte man machen. Andererseits für die Firma, die denkt sich dann: „Verdammt, aber ich kriege dafür kein Geld.“ Ja, aber sie würde ja eh Sie kein Geld würden mehr dafür generell Dann kein hätten bekommen. sie Geld kriegen. Das Ja, ist klar. deswegen finde ich das finde ich die Initiative so gut, weil es geht ja eigentlich nur darum, dass die Sachen, die dann eben hinter irgendwelchen Lizenzen versteckt werden, dann freigegeben werden, damit die Leute wenigstens noch Spaß damit haben für ein Produkt, was sie gekauft haben. Das Geld ist ja schon da und ganz ehrlich, dann sollen sie doch auf irgendwelchen Storefronts ihr Spiel auch noch lassen. Dann machen sie vielleicht sogar noch irgendwann noch mal Geld damit, Ja, weil sie es für 'n 10er oder 20er irgend 'n Spiel noch sagen wir mal The Crew. Sagen wir mal, The Crew wäre jetzt in dieser Situation gewesen, sie hätten das freigegeben, jetzt haben sich für die letzten 300 Spieler welche gefunden, die das hosten, dann lassen sie es auf Steam, ne? Die einzige Änderung, die sie machen müssten, wäre tatsächlich dann 'ne Config-File, dass du das bearbeiten kannst, auf welche Server du dich verbinden willst ja, und lassen es für 10, 20 € auf Steam. Ganz ehrlich, dann machen sie vielleicht sogar noch 100, 200 € damit. ja, Ja, was ich auch ein bisschen, immer denke, nutzt es doch als PR. Was ich mir eben noch vorstellen konnte, dass es halt Konflikte zwischen Publisher und Entwickler gibt, dass da irgendwie durch die Lizenz vielleicht gehört dem Entwickler nicht mehr die Lizenz, sondern der Publisher ist auf ihn zugekommen und hat das Spiel in Auftrag gegeben und die haben gar nicht die Rechte daran. Das könnte ich mir noch als Konflikt vorstellen, aber andererseits denke ich, nutzt es doch als Werbung. Wenn ich ein Entwicklerteam, bleiben wir jetzt bei dem Beispiel The Crew, das wird abgeschaltet und da habe ich gerade ein neues Spiel in der Mache, muss ja nicht mal unbedingt der Nachfolger sein, aber im Zuge dessen kann ich doch sagen: „Hier, wir bieten euch das an.“ Das ist ja ein Entgegenkommen der Kunden gegenüber und das kann ich auch als Werbung nutzen und, ja, das ja Außer gut, du in bist dem Ubisoft. Fall bei The Crew bei The Crew war es halt auch der Part, dass Ubisoft einfach wahrscheinlich wollte, dass sie den zweiten Teil kaufen und nicht mehr den ersten Teil spielen. Also, Ja, da weil kann da ich schon mir der schon zweite Teil vorstellen. draußen Der war dritte quasi. sogar Ja. schon. Oder der dritte Ja, Teil, stimmt. ja. Motorfest. Ja. Ja, Ja, das ist halt völlig in der Versenkung ja. reingefallen, ne? Du konntest auf Screenshots nicht auseinanderhalten, was Forza Horizon, und was The Crew Motorfest ist. Ja, also ich fand The Crew 1 und 2 so als Randbemerkung tatsächlich gute Spiele, habe ich auch gerne gespielt und Motorfest hat mich komplett verloren. Weil, wie du es gerade gesagt hast, das war nur noch ein Forza Horizon-Klon, also, ja, langweilig. Aber genau, deswegen auch noch Ja, mal ganz kurz, diesen Zwang dahinter ist auch ein Argument eben dafür, weil wenn du irgendwelche Lizenzthematiken hast, wenn die EU aber sagt, du musst es freigeben, dann sind Lizenzthematiken auch egal, weil es sind Vorlagen der Europäischen Union. ja, Und ich finde, manchmal müssen wir Zwang anwenden, weil es vorteilhaft ist für die Konsumenten. Ich sage auch nur Type-C. Ja, das war so ein Riesending und es ist gut, dass sie ja, es umgesetzt haben, weil du hast ja gesehen, Apple hat sich bis zum Schluss gewehrt, obwohl sie auf ihren High-End-Geräten, weil Typ C sowieso besser ist, sind sie schon umgestiegen, aber Hauptsache, sonst noch auf Lightning. Da haben sie sich bis zum Ende gewehrt und manchmal müssen wir ein bisschen zwingen und ich finde es auch gut, weil wir sind ja kein komplett freier Markt, weil ich glaube, das will auch keiner. Ne, ich finde schon, es war schon einige Sachen, die ich jetzt so, grade auch im Technikbereich, mit EU-Regularien mitbekommen habe, wo ich denke, ja, ist halt einfach, 'ne wichtige Sache und, finde es auch cool, dass man dafür quasi auf die Straße gehen kann und dass man auch merkt, dass man da 'n Sprachrohr hat, was man nutzen kann. Ja, deswegen ja. gucken wir mal, ob es dann auch durchkommt. Also, Ich wollte grad wünsche sagen, es es ja, ich ist ja noch abzuwarten, aber ich wünsche Stop Killing Games das Beste. Ich hoffe, 1. die Unterschriften sind jetzt genügend, dass da nicht zu viele Fake dabei sind und dass die EU das auch umsetzen wird. Und wenn es nur ist, ne, wie ich's grad gesagt habe, im Worst Case muss der Publisher halt einfach nur
seine eigenen Tools rausgeben, wenn er einstellt und fertig. Wir haben genügend Nerds da draußen, die so viel krasses Zeug machen, Das stimmt, ja. freiwillig, ohne Geld zu nehmen. Und wenn dann das Interesse da ist, dann kümmern sich die Leute auch drum. Und wenn nicht, dann ist es so. Aber der Publisher hat's rausgegeben und jeder kann zu jeder Zeit sagen: „Weißt du was? Ich fuchse mich da jetzt rein und hoste das jetzt selber.“ Und ich finde, das ist ja das, was kommen muss. Und egal, auch wenn es komplex ist, dann ist es halt so. Also, da sehe ich tatsächlich nicht, da bin ich bei dir, Michi. Ich sehe nicht bei den Entwicklern, dass die das total gut aufbereiten und das einfach für die Leute machen oder sowas. Das sehe ich Mhm. tatsächlich auch nicht. Mhm. Ja, ich glaube, die werden halt den Weg des geringsten Widerstands gehen, sofern es beschlossen Ja. wird, dass es halt jetzt, ja, gefordert ist quasi, Ja. EU-Richtlinien. Dann werden sie das Mindeste tun. Oder man tut halt ein bisschen mehr und wirbt dann halt auch ein bisschen für sich damit. Ich finde, Ja, da könnten sie einfach mehr machen. ja. Ja, das ist, sage ich immer wieder, nutzt doch mal ein bisschen Menschlichkeit als PR. Ist doch nicht so schwierig. Dann haben alle was davon. Ihr habt eine gute PR und wir haben irgendwas, was uns Konsumenten freut. Seid doch nicht Ja. immer so extrem. Siehe Lego. Ubisoft. Ja, oder Lego, ja, oh Gott, ja. Ja, was ich zum Beispiel immer nicht verstehe, also ist jetzt ein bisschen anderes Beispiel, aber es kommen Spiele raus, die grafisch fantastisch aussehen und damit auf ihren eigenen Werbung mit Screenshots und Videos werben und dann kommt das Spiel raus und es hat keinen Fotomodus. Dann denke ich mir so, das ist doch kostenlose PR, wenn du einen guten Fotomodus reinmachst Mhm. und irgendwelche Leute, gibt ja Hashtag Virtual Photography und was weiß ich, und wirklich Leute, die da ein Handwerk erlernt haben quasi, die machen doch kostenlos Werbung für dein Spiel. Und warum baust du dann keinen Fotomodus ein? Das sind auch so Das hat Kleinigkeiten, die ich nie verstehe. Das hat zumindest Ubisoft jetzt mal verstanden. Andererseits, ne, die machen ja sogar immer ihr jährlichen Fotowettbewerb. Mhm. Ja, das wiegt aber halt nicht den Rest auf. Ne, Aber ja, absolut das sind nicht. tatsächlich so Sachen, wo ich sage, da hast du vollkommen recht, weil da macht irgendjemand voll die geilen Screenshots, der geht dann viral, die Leute fragen: „Was ist das für 'n Spiel“, ne? Ja. So schnell machst du Werbung. Gut, gut. Dann Ja. hast du noch reingepostet, Tristan, die Switch-Coupons wurden Ja, abgeschaltet. Das war oder jetzt relativ aktuell. werden Ja, abgeschaltet, ja, ja. das kam gerade vorhin noch. Nintendo, warum? Warum machst du das? Also, für die, die keine Switch haben und es deswegen nicht wissen, Nintendo hat zum Anfang der Switch 1-Ära was sehr Gutes eingeführt. Und zwar kann man im eShop für 100 € 2 Switch-Coupons kaufen. Also kann man immer noch, aber nur eine begrenzte Zeit. Und mit diesen Coupons konnte man dann 2 Spiele kaufen. Und diese Spiele haben im Normalfall, es gab da welche, die haben 50 € gekostet, da haben sich die Coupons nicht gelohnt, aber so 60 € und ich glaube auch, Tears of the Kingdom habe ich damit auch gekauft und das war 70 €, wo ich dann sogar 20 € im Endeffekt gespart habe, weil man dann für 50 € pro Spiel das Spiel kaufen kann. Das hat sich halt vor allem bei neuen Releases sehr gelohnt, ne? Das habe ich oft gemacht, wenn ich wusste, jetzt zum Beispiel Tears of the Kingdom und dann war noch ein Spiel, was ich grad nicht mehr weiß, das war dann wusste ich, das kaufe ich dann. Da habe ich mir die Coupons gekauft und habe damit die Spiele gekauft. Das fand ich richtig gut und diese Switch 1 Coupons werden eingestellt. Sie haben schon am Anfang gesagt, Switch 2 Games gehen da nicht rein. Okay, fair enough, die sind ja auch teurer. Aber jetzt hinzugehen und das auf der Switch 1 kaputt zu machen, weil die Switch 1, die wird noch lange laufen. Die Switch 2 unterstützt Switch 1 Spiele. Was soll der Move? Also, ich glaube, bis Anfang nächsten Jahres kann man kaufen. Wenn man die kurz vor Ende des Jahres kauft, hat man ein Jahr Zeit, die einzulösen. Also, das war auch vorher schon so. Man konnte die Coupons immer nur ein Jahr lang quasi auf Vorrat halten. Und das wird komplett eingestellt. Und das Hm. war aber quasi, um das jetzt zu verstehen, deren Rabattaktion, weil ich höre immer, dass im Switch, ja, im eShop quasi nicht so häufig Rabattaktionen sind. Die Spiele halten natürlich viel länger diesen hohen Preis, den Einstiegspreis wie auf anderen Konsolen. Das ist immer so das, was ich gehört habe. Und das ist quasi so indirekt deren Rabattaktion mit dem Vorteil, dass du dir quasi das Spiel aussuchen kannst, was du Und rabattierst. jederzeit. Ja, okay. Ja. Weil irgendwie müssen die Ja, ja also ich trotzdem meine dann doch, noch. es gab schon, also die Nintendo-Spiele, da bist du vielleicht, ich glaube, das höchste Gefühl ist so 20, 25%. Das ist so das allerhöchste der Gefühle. Ähm, aber was halt wirklich cool war, war, dass das halt auch bei neuen Spielen funktioniert hat. Also, wo man wirklich Mhm. gesagt hat: „Hey, da kommen jetzt 2 Spiele im nächsten Jahr, die will ich haben.
Die kaufe ich mir, dann kann ich mir einfach die Coupons holen, fertig. Und dass du so schon direkt Spiele günstiger bekommen kannst. Und wie du gerade gesagt hast, aber auch vielleicht einfach so, jetzt kaufe ich mir die Switch 2 neu. Ich habe vorher keine Switch 1 gehabt, will mir ein paar Nintendo-Spiele holen. Ach, hole ich mir einen Coupon, dann kaufe ich mir direkt 2 Spiele und das wird ja dann nicht mehr gehen. Warum? Was soll das, Nintendo? Vor allen Dingen, Weiß welchen nicht, wie es Nachteil hat das eigentlich, wenn sie es laufen lassen? Also, Ja, ja. erschließt sich mir gerade nicht. jetzt ja, das ist die große Frage. Warum? Warum machen die das? Ich verstehe das auch nicht. Ja, ich sehe halt den einzigen Vorteil, den sie jetzt darin haben, vielleicht hoffen sie, die Spiele zum, Originalpreis zu verkaufen, was sie sonst rabattiert verkauft hätten. Also, ich weiß halt nicht, wie die Preise von der Switch 1 sich mittlerweile entwickelt haben, ob die, aber andererseits die Zelda-Spiele werden auch noch zum Originalpreis verkauft, glaube ich. Hm. Also, ich weiß nicht, ob sie da einen guten Schnitt bei machen, ob das so strategisch clever war. Ich Also, glaube es nicht, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich habe mir jetzt auch noch mal 1, 2 Spiele gebraucht gekauft und die Gebrauchtpreise, sind verhältnismäßig gut. Also, du kriegst die Original-Nintendo-Spiele so 30 bis 40 € gebraucht. Das ist hm. aber auch, ich sage mal, relativ viel für Gebrauchtspiele. Aber für Nintendo-Verhältnisse ist das verdammt wenig und ich glaube, sie schneiden sich damit sogar langfristig ins eigene Fleisch, weil wenn ich bei Kleinanzeigen oder eBay, relativ easy für 30 €, 35 € 'n Nintendo-Spiel kriege oder 60 € im eShop kaufen muss, dann tendiere ich doch eher zum Gebrauchthandel. Und wenn ich dann aber 35 € zu 50 €, aber dann kann ich's direkt spielen, habe es digital, dann ist man eher geneigt, das zu holen, Mhm. als dann für die 60 €. Ich glaube, es ist nicht klug. Ja, ich glaube auch einfach nur, dass sie halt mit dem Gedanken da spielen, dann kaufen sie es auf der Switch 2 und wenn nicht, dann kauft ihr noch eine Switch 2 dazu. Also, das ist das Einzige, wo ich mir denken könnte, das könnte passen, aber weiß ich jetzt nicht. Merkwürdiger Move auf jeden Fall. Dafür gibt's noch 'ne positive Nachricht. Helldivers 2 kommt für Xbox. Erstens, scheint ja 'n gutes Spiel zu sein. Ich habe nicht die Zeit gefunden, mich da reinzufuchsen, weil das scheint ja auch 'n Spiel zu sein, wo man eher Zeit investieren muss. Die habe ich leider nicht, aber es ist sehr beliebt, deswegen freue ich mich, wenn's auch auf die Xbox kommt. Und es ist das erste Spiel von Sony, gepublished von Sony, was ohne Zwang, Richtung MLB gucke ich da grade, für die Xbox rauskommt. Sehr interessant. Das, glaube ich, ist mal 'n sehr spannender Move von Sony. Ja. Ich meine, ist auch, glaube ich, das richtige Spiel. Hätte mich jetzt gewundert, wenn als erstes Spiel irgendein Singleplayer-Spiel, blöd gesagt, ein Last of Us oder sowas, in der Richtung käme, weil ich meine, bei Multiplayer macht's natürlich Sinn. Das wird dann wahrscheinlich auch Crossplay haben, und einfach die Spielermasse vergrößern und die Langlebigkeit, des Spiels, äh, steigern. Also, macht schon Sinn. Ja, aber schön, dass sich auch Sony so langsam ein bisschen öffnet, was die ganzen, Multiplattformen angeht. Ja. Der Kommentar dazu, ja. Ich habe dazu nicht viel zu sagen. Okay, ja, also, wie Dennis grad gesagt hat, ist halt auch wieder, man will Geld verdienen, aber das kann ja auch für die Konsumenten gut sein. Gut, Ja. wollen wir dazu gehen, was wir aktuell spielen? Ich würde tatsächlich den Dennis übergehen wollen, damit der Michi erst mal was erzählt, weil ich weiß, dass der Michi etwas spielt, was mich sehr, sehr interessiert. Also Bitcraft. Bitcraft ist halt, einfach nur ein Crafting-Spiel. Man ist halt in der Welt und hat, glaube ich, 10, 15 Berufe und die kann man halt hochleveln. Und mehr ist es halt tatsächlich auch nicht. Klingt 'n bisschen wie Fantasy Life. Ich weiß nicht, ob du das Ist gar kennst. nichts. Vom Das Look ist her halt ein Also vom Namen bisschen her schon, aber ja. bisschen Valheim, hätte ich fast gesagt. Ja, aber so, Moment, also du ist hast halt Bitcraft nicht das Berufe wie Spiel? Fischen. Ja, Fischen, dann kannst du draußen auf dem Wasser mit dem Boot rumfahren und halt fischen. Aber genau. wie gesagt, so, du kannst eine Stadt bauen, du kannst die aufwerten, wenn du die entsprechenden Materialien hast. Aber das geht halt irgendwann richtig in die Arbeit. So. Also man braucht irgendwie
X Sachen für T2 und dann brauchst du das Doppelte für T3 und dann brauchst du nicht nur das Doppelte für T4, nein, du brauchst natürlich auch alles andere vorher, was du T1 brauchst du nochmal so viele und so weiter. Also ja, das Spiel besteht einfach daran, sich hoch zu grinden und einfach nur das Bessere, also wie in anderen, ja, könnte man theoretisch sagen, ne? Wie in WoW, du besiegst bessere Bosse, um die bessere Rüstung zu bekommen, um bessere Bosse zu besiegen. In dem Fall craftest du Tools, um bessere Tools zu craften, um bessere Tools zu craften. Ja. Aber es Ja. ist ein Sandbox-MMO oder wie Ist ein wie MMO, spielen? ja. Ja, okay. Ich erinnere mich Ich auch weiß. gerade, da hatten wir beim SKF drüber gesprochen, das fand ich auch sehr Ja. interessant. Ich habe leider die Demo nicht geschafft, aber das muss ich mir auch mal in Ruhe angucken. Ja, ist jetzt im Early Access, glaube ich, kostet 25 Euro oder so. 26, ja. 26, okay. Ja, es macht schon Spaß, wenn man mit mehreren unterwegs ist, aber du kannst halt nichts alleine machen, definitiv. Du Mhm. brauchst eine größere Gruppe. Also wir sind jetzt zu zweit, aber wir sind bei T3 und mehr können wir halt auch nicht machen. Also im Release, ich glaube Januar oder Februar nächstes Jahr ist der Release und da schließen wir uns dann was Größerem an, weil da kommst du nicht weit sonst. Ja, ich wollte gerade sagen, sowas lebt ja eigentlich auch davon, zusammen gespielt zu werden. Ja, definitiv. Bei mir ist es immer das Thema Zeit, weil ich weiß nicht, das ist halt so ein Ja, Spiel, da musst du dich echt für committen, ne? aber du kannst es nebenbei machen. Also, keine Ahnung, du klickst irgendwo hin, kannst dann sagen, bau das ab und dann macht er das 2, 3 bis 5 Minuten und du kannst dann, keine Ahnung, 'n Video schneiden oder was anderes machen. Ja, Also okay, hat gut, das so ein. wenn das so Idle-Mechaniken drin hat, dann Mhm. könnte das tatsächlich sogar interessant sein. Das Also, ich meine, ist nicht schlecht dann, ja. das Ich ist wollte gerade tatsächlich sagen, zum Idle-Mechaniken habe ich mich auch zum ersten Mal befasst beim meinem aktuellen Spiel oder bei dem, was ich gespielt habe. ja, dann ist es ja 'n perfekter Übergang. Ja, jetzt habe ich unsere Notizen zugemacht. Sehr gut. Du meinst wahrscheinlich, Carsten Chill. Ja, genau. Sag dir mal, was du selber spielst. Ja, ich habe im Urlaub mein Steam Deck dabei gehabt und tatsächlich das Steam Deck mal so genutzt, wie es immer in den Werbungen gezeigt wird. Oder ich hatte letztens, da habe ich auch gedacht, ich hatte personalisierte Werbung auf Steam, weil da wirklich ein Banner war, wo jemand mit dem Steam Deck vorm Zelt am Lagerfeuer saß. Da dachte ich, ja, genau so. Ausnahmsweise. Nee, und ich wollte halt irgendwas Entspanntes für zwischendurch und auch irgendwas, was nicht so viel Akku saugt, weil eigentlich bin ich noch an Kingdom Come Deliverance 2 am Spielen, was mich immer noch fasziniert, aber da habe ich halt eine Akkulaufzeit von einer Stunde, 1,5 oder sowas. Deswegen wollte ich irgendwas Entspanntes und ich bin irgendwann auf einen Trailer gestoßen von Cast and Chill. Das ist eigentlich so ein Pixel-Optik von der Seite gesehen und eigentlich ein Angelspiel. Ähm, und ich habe dann erst später festgestellt, dass es tatsächlich auch einen Idle-Mode gibt. Also man kann das aktiv spielen und steuert es ganz normal mit dem Controller. Und wie du schon sagtest, man hat da auch so eine Spirale. Man fährt halt raus und hat einen Katalog voll Fischen, die man dann abhaken kann. Und angelt Fische, die bringt man zurück in den Shop, verdient Geld, kann bessere Routen, bessere Angeln kaufen, bessere Köder kaufen und arbeitet sich da so ein bisschen durch. Aber das ist eigentlich wirklich super entspannt. Man hat überhaupt keinen Druck. Es ist auch typisch Cozy Game, hat einen schönen ja, Country-Soundtrack und hat halt auch so einen Idle-Mode, dass man das quasi auf dem Second Screen spielen kann. Dann sammelt er seine Fische, macht seinen Köcher voll und fährt dann automatisch wieder zum Shop und verkauft die Fische. Es hat mich eigentlich tatsächlich nur über die Optik und über den Soundtrack ein bisschen interessiert und hat jetzt auch nicht die Welt gekostet. Und ja, waren aber auch so meine ersten Berührungspunkte mit so Idle Games. Ich habe es jetzt zu Hause installiert und habe es auch immer mal auf dem zweiten Bildschirm so ein bisschen laufen. Aber ja, ist ganz nett so für zwischendurch. Habt ihr da irgendwie Berührungspunkte mit Idle Games oder keine Ja, Ahnung, Cookie-Clicker oder sowas? auf jeden Fall. Ich habe schon sehr viele Idle-Games. Also, ich glaube, mein Lieblings-Idle-Game ist Candy Box 2. Das ist so auch so ein bisschen rollenspielmäßig. Es ist reines ASCII-basiertes Webbrowser-Idle-Game. Ewigkeiten alt. Aber natürlich auch Clicker Heroes und sowas. Cookie Clickers auf jeden Fall. Finde ich immer Mhm. sehr nice so für zwischendrin. Und ich bin halt ein Mensch. Bei mir funktionieren diese primitiven
Bedürfnisbefriedigung sehr gut und wenn Zahlen hochgehen, liebe ich das. Ja, das hat das jetzt nicht so. Ich finde, das hat schon ein bisschen diesen Aspekt auf cozy. Man hat halt auch verschiedene Hintergründe. Mehr ist es eigentlich. Man könnte sagen, andere Locations, andere Seen, die man dann befahren kann. Die einen sind dann eher so in Herbsttönen gehalten, die anderen sind dann, keine Ahnung, schneebedeckt, wo der See gerade bisschen am Aufbrechen ist vom Eis, mit Nebel drüber. Du hast einen Tag-Nacht-Zyklus, der dann kommt. Und ganz wichtig, man hat auch einen Hund dabei und man kann tatsächlich einen Corgi auswählen, der dann mit einem Sehr cool. auf den See fährt und der bellt dann, wenn er Fische entdeckt oder sowas. Das ist ganz süß. Aber kannst du dich auf irgendwie noch was spezialisieren, dass du, keine Ahnung, spezielle Fische fangen kannst? Oder? Ja, man braucht so ein bisschen, um gewisse Fische zu fangen, brauchst du den richtigen Köder. Soweit so viel Spielmechanik ist dann schon drin. Ich weiß nicht, es wird jetzt nicht wirklich schwer. Man muss halt, blöd gesagt, das Geld haben, um die richtigen Köder, die richtige Route zu kaufen, um dann die entsprechenden Fische zu fangen, die es dann zufallsbasiert in unterschiedlichen Größen gibt und sowas. Mhm. Aber die Landschaften sind sehr schön gemacht. Also. Ja, genau, das war eigentlich auch das, was mich am Trailer so gepackt hat. Ja, war ganz entspannt und hat natürlich prima zum Campingurlaub gepasst. Ja. Ich würde tatsächlich mal reinwerfen, falls ihr mal ein richtig krasses Idle-Game spielen wollt, kann ich Bitburner empfehlen, weil Bitburner ist ein Idle-Game, wo du einen Hacker spielst und du musst tatsächlich, um zu idlen, eigene JavaScripts schreiben und so ein Kram, also wirklich programmieren, um zu automatisieren und damit halt zu idlen quasi. Completely insane. Ich hab's bis jetzt nur eingespielt, weil ich die Idee so cool fand und es ist schon anspruchsvoll, muss man sagen. Deswegen habe ich leider noch nicht so viel Zeit investiert, aber wer mal ein anspruchsvoll Idle-Game spielen will, guckt euch Bitburner an. Das ist tatsächlich auch kostenlos ist. Super lustig. Vielleicht auch für Leute, die mal mit Programmieren anfangen wollen und mal praktische Beispiele haben wollen, ist es Mhm. auch eine sehr spielerische Art und Weise, mal ans Programmieren zu gehen. Ja, das finde ich cool, dass man auch was bei lernen kann. Also, wenn man wirklich was mit dem wenn das Mhm. Das ist tatsächlich Programmieren richtiger und das JavaScript-Code. Gelernte ja, dass man das auch übertragen kann. Das finde ich ganz cool. Also, es ist halt nicht immer ganz einfach, irgendwie eine Spielweise ein Spiel zu finden, wo man wirklich was bei lernt. Frog Fractions ist noch so ein Ding, was mir noch einfällt, wo du quasi schnell rechnen musst und so weiter. Oder es gibt so Spiele, wo man das Tippen üben kann, 10 Fingerschreiben oder sowas. Mhm. Ja, die kenne ich auch. Ja. Ja. Gut, So, zu gut. meinen Spielen, da war jetzt nicht so viel mit Lernen, aber ich habe jetzt im Urlaub und zu Hause so als abends im Bett Spiel Metroid nochmal angefangen, tatsächlich durch Misha. Der hat ja sein Retro Mhm. Review von Super Metroid gemacht. Da habe ich gedacht, ah komm, kannst du mal auspacken. Ich habe jetzt das Remake vom ersten Zero Mission durch. Bin jetzt gerade beim Remake vom zweiten dran. Da habe ich ja alles schön auf dem 3DS, der das ja auch alles nativ spielen kann. Da freue ich mich schon, dann also, hatte ich mich dann drauf gefreut, weil ich gesagt habe: „Ah ja, das ist doch gut, wenn ich abends im Bett liege, so vom Einpennen 'ne halbe Stunde im Urlaub immer mal gespielt.“ Und, Zero Mission war jetzt auch nicht lang. Also, ich glaube, ich habe 3 Stunden dafür gebraucht. Ich glaube, hätte ich's damals gekauft, 'n bisschen frustrierend. Ich weiß nicht, ob das 'n Vollpreistitel damals für Game Boy Advance war, aber wenn ja, war 'n bisschen sehr kurz. Aber Und, du weißt ja mittlerweile auch relativ viel von Metroid. Vielleicht hättest du da ja gut, damals das auch, stimmt. länger gebraucht. Aber eine Mhm. wichtige Frage, ich hatte auch überlegt, ob ich das Remake spiele. Ist der Walljump da auch so kacke? Ja, der Okay. ist sehr also, ich dachte mir die ganze Zeit, ich bin zu doof für den Walljump. Ich bin Ja. teilweise in der scheiß Säure oder Lava verreckt, bevor du den Virus Suit bekommst, weil ich irgendwie viel gesprungen bin und ich kam da nicht raus, weil ich mit dem Mhm. Walljump raus musste. Aber spätestens, wenn du die Screw Attack bekommst, ist es eh egal, weil dann kannst du ja spammen. Dann musst du ja Ah nicht an ja, der okay. Wall hochjumpen. Weil Aber ich, den kriegst du halt relativ spät. ja, das hatte ich noch in Erinnerung von Super Metroid. Das habe ich mal angefangen und, war dann auch irgendwann an 'nem Punkt, wo ich in so 'n Loch reingefallen bin, wo du halt mit 'nem abwechselnden Walljump da raus musstest und ich habe es Kotzen gekriegt. Also, Ja, das ich weiß. Timing von den Tasten ist einfach, du springst an die Wand, musst von der Wand wegdrücken und dann die Sprungtaste. Irgendwie so was, also Ja, 'ne ja. sehr eigenartige Reihenfolge, in der man das drücken muss. Ich bin mal gespannt, wenn ich dann dahin komme.
Und wie gesagt, das 2 Remake mache ich jetzt. Ich hatte überlegt, erst auf Prime zu wechseln, aber ich habe mir gedacht, ich spiele erst die 2D-Spiele und dann gehe ich auf Prime als die 3D-Spin-Offs. Genau. Dann, was ich jetzt gestern für mich wieder entdeckt habe, Vampire Survivors, weil ich habe ja auf der Xbox habe ich das bis zum Exzess gespielt, habe mir das dann mal für die Switch nochmal gekauft, das kostet ja nur 2 Euro, habe das nicht wirklich gespielt und irgendwie hatte ich nochmal Bock. Und ich habe ja meine Spielstände damals nicht übertragen auf die Switch 2, das heißt komplett frischer Spielstand. Und es hat direkt wieder gecatcht. Meine Güte, dieses Spiel ist so ein verdammt süchtig machendes Spiel. Ich bin eigentlich kein Roguelike-Fan, aber Gott, Vampire Survivors geht irgendwie immer. Und wenn du so gewohnt bist, dass halt alles sowieso explodiert, weil du schon so hochgelevelt bist und du fängst wieder von vorne an, das macht tatsächlich auch wieder mehr Spaß. Also später macht es nicht mehr so viel Spaß wie einfach diese Anfangszeit, wo du Mhm. noch voll strategisch vorgehen musst, so voll vorsichtig Ja. sein musst. Und es ist wieder cool, das nochmal von vorne zu spielen. Also, wenn ihr Vampire Survivors geil findet, aber ihr so weit gespielt habt, dass ihr sagt, es ist so langweilig geworden, spiel's doch mal von vorne, es lohnt sich. Und was ich jetzt auch nochmal sehr intensiv gespielt habe, tatsächlich ein Ubisoft-Spiel, Starlink Pfui. Starlink Battle for Atlas. Ich glaube, das kennen gar nicht so viele, weil das leider nicht durchgestartet ist. Das war so ein Toy-Game, also so Toy for Life Ach, oder wie die heißen, wie Skylander. ja, ich Ähm, erinnere mich. mit Raumschiffen aber. Ist halt ein Ubisoft-Game. Ne? Man kann schon denken, was man erwartet. Man hat halt Open World, beziehungsweise mehrere Planeten. Man hat immer ein paar Missionen. Man hat eine ganz okaye Story, die einen auch ein bisschen catcht. Und ist halt auch so ein perfektes Spiel, um meinen Kopf abzuschalten. Und ich habe das jetzt nochmal angefangen, weil ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde oder es tatsächlich so ist. Aber ich glaube, es läuft auf der Switch 2 mit 60 FPS. Also mir kommt es einfach flüssiger vor als auf der Switch 1 und die Switch-Version hat halt ein Crossover mit Star Fox. Das war damals Ja, der Grund, warum ich es überhaupt gekauft habe. Und das ist wollte auch ich der gerade Grund, fragen. ja, das ist auch der Grund, warum sich das auf der Switch am besten verkauft hat, weil du kannst halt als Fox McCloud, als Falco, als Peppy und als Slippy spielen, wenn man die gekauft hat, muss man dazu sagen. Dazu komme ich gleich noch. Und du hast halt Spezialmissionen, wo du gegen Wolf und seine Bande und sowas kämpfst und es ist Mhm. sehr cool eingebunden in das eigentliche Spiel. Das ist jetzt nicht extrem viel Content, aber mein Gott, ich kann jetzt Fox McCloud komplett das Spiel durchspielen und das ist halt mega geil. Das ist schon Und cool, dann, ja. ja, dann ist mir auch egal, dass die Grafik schlechter ist. Ich spiele es trotzdem lieber auf der Switch, einfach weil das so verdammt cool ist. Was damals ein großer Kritikpunkt war, war dieser ganze Kostenfaktor, weil die Sachen haben viel Geld gekostet, gerade wenn du die Spielzeuge physisch gekauft hast. Heute kriegst du sie hinterhergeworfen, weil sie niemand will. Und was aber später kam, ist, du konntest halt du konntest die Sachen aber auch digital kaufen. Mhm. Und das war dann sehr günstig. Ich warte aktuell auf den nächsten Summer Sale, dass ich die Sachen, die ich noch nicht habe, noch nachkaufen kann. Aber selbst mit dem Kram, den ich jetzt habe, ich weiß, ich habe so 40% aller Piloten und Waffen, das reicht vollkommen, um das Spiel durchzuspielen. Aber wenn du es, also bei Ubisoft kostet das Gesamtpaket jetzt 30 Euro oder sowas, glaube ich. Dann hole ich das auch mit auf der Switch dann, wenn ich es dann eh habe, weil jede Waffe, jeder Pilot, jedes Schiff kannst du auch nochmal einzeln hochleveln und so. Und das ist halt, ja, auch hier wieder primitive Bedürfnisse werden erfüllt. Es macht tatsächlich Spaß. Ich liebe das eh, mit Raumschiffen rumzufliegen und die Steuerung ist sehr gut. Du hast sehr coole Synergieeffekte mit den Waffen, weil du kannst jederzeit die Waffen durchswitchen. Die haben verschiedene Elemente. Du kannst die auch nochmal speziell hochleveln. Du kannst da verschiedene so extra Perks einbauen, die du auch kombinieren kannst und Schlag mich tot. Ist halt, macht Spaß. Hat sich leider nie durchgesetzt, aber für mich ist das so ein bisschen so ein Open-World Star Fox Game geworden, weil ich spiele halt eigentlich nur Star Fox, also nur Fox McCloud. Aber war das damals so, dass man nicht auch an die Spielzeuge andere Waffen stecken Ja, konnte und ja, ja, du dann hast das richtig gemacht, genau. ja, und dann hattest du die Waffen quasi auch im Spiel ersetzt, ne? Ja, ja, genau. Hat wohl nicht so gut funktioniert, das haben sie dann auch erkannt, weil sie haben dann später irgendwann eingeführt, dass du die Sachen nur einmal scannen musstest, um sie dann im Spiel einfach auszutauschen. Weil Mhm. ja, die Idee ist cool und sie klingt auf dem Papier cool, aber in der Wirklichkeit, jeder, der es gemacht hat, hat gesagt, das ist der letzte Scheiß. Sie hätten die mal digital kaufen sollen. Ja, ich glaube, diese ganzen Toys to Life Sachen, weiß nicht,
Gab es mal erfolgreichere, mal weniger erfolgreichere, aber so im Großen und Ganzen ebbt das dann doch dann irgendwann ab. Ja, ich meine, die Idee ist cool. Ich finde Amiibos da besser, weil du Mhm. die dann so einmal irgendwie scannst und fertig und dann hast du sie stehen. Aber wenn du im Spiel aktiv damit arbeiten musst und äh, Starlink ist es halt schon, wenn du auch im höheren Schwierigkeitsgrad spielst, dann musst du auch wirklich die Elemente auf die Gegner anpassen und bla bla bla. Und wenn du dann die ganze Zeit am Austauschen bist, das nervt ja nur. Mhm. Ja. Und du brauchst verschiedene Spielzeuge, um das ganze Spiel durchspielen zu können? Ne, also, wie gesagt, du brauchst ein paar Sachen. Du brauchst halt von jedem Element sollte man mindestens eine Waffe haben, und dann ein 2 Schiffe oder sowas und das reicht eigentlich aus. Aber wenn man halt wirklich Bock hat auf viel Auswahl, dann kann man sich das kaufen und zum Originalpreis ist es teuer, aber das Zeug wird dauernd rabattiert, dass du, wie gesagt, für 10 € kriegst du das Spiel und wenn du 20 € noch draufpackst, kriegst du alles, wenn es Das ist rabattiert nicht ist. schlecht, ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, allein dadurch, dass die einzelnen Sachen einzeln auch auflevelbar sind und sowas, hast du auch so einen Anreiz durchzuwechseln. Jeder Pilot hat andere Fähigkeiten, jedes Schiff hat andere Fähigkeiten, lässt sich anders fliegen. Ist schon cool gemacht. Also, ich finde den Toys for Life Aspekt finde ich da Blödsinn. Ähm, aber so diese Art Spiel, schade, dass das ohne Toys for Life nicht 'ne Fortsetzung bekommen hat, vor allem mit Fox. Das ist einfach cool. Du kannst mit dem A-Ring da rumfliegen, mit Fox und so. Du kannst dann, die Spezialfähigkeit von Fox ist dann, deine Kollegen zu rufen, dann kommt so random Falco, Peppy, oder, Slippy und helfen dir dann und kommen dann auch so über Intercom rein und so. Das ist halt cool. Und das ist, das, was bei mir gerade abgeht. Sehr, sehr Switch-lastig Cool gerade. auf jeden Fall. Keine Überraschung. Dennis, wir hören dich nicht. Ich wollte gerade sagen, da bist du auch wahrscheinlich einer der wenigen, die das noch spielt, weil ist ja schon ein paar Jahre alt und wie gesagt, Ja, die Toys to Life Sache, hat's ja auch nicht aber so durchgesetzt. wer so 'n Ubisoft-mäßig es ist halt Ubisoft-Formel, also wer die nicht mag, soll es nicht anfassen. Wer die aber mag und auf Raumschiffe steht, auf Hochleveln steht, holt euch das. Das ist gerade auch im Summer Sale bei Ubisoft, wie gesagt, ich glaube 30 € das Gesamtpaket ungefähr, für PC. Für Switch warte ich ja jetzt, dass der Sale auch kommt, dass ich den Rest nachkaufen kann. Ich würde tatsächlich, auch wenn die Grafik schlechter ist, aber die Switch-Version empfehlen, wegen Star Fox. Ja, ist natürlich ein Riesenanreiz. Ist halt auch schade, dass es einfach keinen gescheiten Star Fox Nachfolger gibt. Ist schon schade, dass die Fans dann auf sowas ausweichen müssen. Das stimmt. Vielleicht kommt ja für die Switch 2 was. Ich würde mich freuen. Ich würde Ja. mich über einen, so Star Fox Adventures Nachfolger freuen. Echt? Du, Ja, ich Fun fand das Fact, Game das cool. war ja nie ein Star Fox Game, bis so auf die letzten Ja. Monate, ne? Das haben sie erst dann nachträglich draufgeklatscht, um das zu verkaufen. Ja, Aber es war Das nicht fand ich schlecht, cool. ja. wie so ein Asset-Flip von früher. Ja, so 'n bisschen. Ja, aber es war tatsächlich ganz cool. Und es hatte Star Fox Einlagen, die klassischen. Man hat ja zwischendrin dann diese Missionen geflogen. Das war schon Ja, cool. Vielleicht kommt's ja im ersten Schritt erst mal für Nintendo Switch Online raus. Da ist, sehr viel das wäre Potenzial bei der schön, ja. GameCube-Emulation. Es sind so viele gute GameCube-Spiele, auf die ich jetzt schon Mhm. warte und mich freue. Ja. Ja, ja, das große Warten. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie es mit Microsoft weitergeht, was für die Switch 2 noch so für Titel kommen. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir es für heute, oder? Ja. Habt ihr noch was auf dem Herzen, was ihr unbedingt loswerden wolltet? Ich nicht. Ausgequatscht. Okay, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr da wart und für eine neue Runde mit mir gequatscht habt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr weiter mit uns diskutieren wollt, kann ich euch nur empfehlen, geht auf unseren Discord-Server. Da wird immer hitzig diskutiert und um die heißesten News. Und ja, kommt gerne vorbei und klickt euch rein. Ansonsten lasst ein Abo und ein Like da. Das würde uns freuen. Und wir sind natürlich auch auf allen anderen Podcast-Plattformen verfügbar und lasst uns da auch gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Das hilft uns bei der Sichtbarkeit, um den Kanal ein bisschen weiter zu verbreiten, um noch mehr Zuschauer zu generieren. Das würde uns freuen. Ja, dann war es das für uns von dieser Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.